Ein saftiges Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen und ihr seht heute leider wieder mit Schulabgänger Cappy, denn ich habe erst in 2 Wochen den Friseurtermin bekommen. Dementsprechend sieht es ziemlich dämlich da oben aus auf meinem Schädel. So, wir schauen uns heute, wir schauen uns mal wieder eine VFC an, wir schauen uns wieder ein AR15 Modell an und ich habe mich auch nicht unbedingt drum geschlagen, hierüber ein Video zu machen. Da aber viele von euch im Vorfeld nach diesem Modell gefragt haben und auch dieses Modell gegen die Scorpion, gegen die Evo gewonnen hat in der internen Umfrage, schauen wir uns die Norwich SSR15 heute einmal im Detail an. Wir haben natürlich hier wieder ein Modell aus Taiwan, wie gesagt VFC von Norwich, ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Gerade Preis-Leistungs-Verhältnis, naja, sprechen wir mein Fazit dann einmal durch. Dementsprechend schauen wir uns das Ding im Detail an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Gut Leute, gehen wir es an. Starten wir wie immer zunächst einmal mit dem Lieferumfang. Solltet ihr euch die SSR15 einmal gönnen, kommt auch dieses Modell in einem Waffenkoffer. Bedeutet genauso wie die Avalons von VFC letztendlich auch. Hier aber nicht der spezielle VFC-Koffer, sondern ein spezieller vom Christoph bzw. Norwich. Das wäre dann einmal dieses Teil hier. Ist ein sehr schöner Koffer, muss ich sagen. Passt perfekt für die SSR15, also nicht zu groß oder sowas, nicht zu sperrig, nicht zu bullig, sondern relativ kompakt und genau passend für dieses Modell. Ebenfalls sehr schön am Schiebesystem, ebenfalls links und rechts nochmal Löcher, um direkt hier ein Vorhängeschloss anbringen zu können. Also nicht der Original VFC-Koffer, sondern ein spezieller Koffer. Die Abenteuer der Rückseite, nichts, wovor man sich irgendwie fürchten muss, einwandfrei. Gut, dann im Koffer selber habt ihr noch ein PTS-Magazin enthalten. Erste Generation 150 Schuss Mid-Cap-Magazin. Dann ein bisschen, ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung. Es ist nicht wirklich was mit Sicherheit, es ist keine Anleitung. Ja, keine Ahnung. Also so ein Papierkrempel, den man eigentlich auch hätte darauf verzichten können. Und natürlich einmal eure SSR15. Es ist kein Speedloader dabei und es ist ebenfalls kein Laufreinigungsstab dabei. So, und wenn ihr euch die Waffe jetzt mal anschaut, selbstverständlich Short Dot, Rotpunkt, Montagevorrichtung oder Dummy Light hier vorne sind ebenfalls nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Was euch vielleicht auch auffällt, auch Flip-Ups sucht ihr hier vergebens. Bedeutet, die wurden leider weggespart. Dann lasst uns auch heute wieder ganz kurz über die technischen Daten sprechen. SSR15 wird natürlich bei VFC in Taiwan produziert und der Importeur in Deutschland ist einmal TMH-der Goldinger. So, das Modell kostet aktuell 550 Euro. Ja, jetzt werden sich viele denken, boah, was, 550 Euro? Ja, wenn man es mit Waffen aus China vergleicht, ist sie sehr teuer, muss man sagen. Wenn man es mit anderen Waffen aus Taiwan vergleicht, liegt sie genau im Mittelfeld. Also auch für eine normale Avalon von VFC in der aktuellen Generation bezahlt ihr ebenfalls 550 Euro. Dementsprechend nicht irgendwie überteuert oder sowas. Aber wie gesagt, Preis-Leistung sprechen wir abschließend einmal im Detail nochmal drüber. Gut, dann zu den Maßen. SSR15 hat eine Länge im eingeschobenen Zustand von 830 mm, komplett ausgeschoben erreichen wir 910 mm. Die 21 mm Pick-Rail im oberen Bereich, nutzbare Länge sind hier 480 mm und am Vorderschaft links, rechts wie auch unten mit einem modernen M-Lock-System. Des Weiteren verfügt auch dieses Modell über ein Standard 14 mm Linksgewinde, bedeutet ihr könnt auch problemlos Mündungsfeuerdämpfer wechseln oder Schalldämpfer, Tracer problemlos einmal dran schrauben an das Teil. Der Innenlauf ist ein Standard AEG-Lauf aus Messing, das ganze AEG-Aufnahme. Länge sind 380 mm mit einem Innendurchmesser von 6,02 mm. Ein Tuninglauf drin, nicht verkehrt. Gewicht ein bisschen leichter im Vergleich zum Beispiel zu einer SMR16 oder eine E&L oder sowas. Dieses Modell bringt mit Magazin, aber ohne Akku, ohne Mumpeln 2700 Gramm auf die Waage. Natürlich auch ohne Optik, ohne Dummy Light oder sowas. Gut, dann fehlt noch Stecksystem. Stecksystem ist im hinteren Bereich natürlich drin, haben wir einen T-Stecker, denn wir haben bereits hier das Gate Titan in der Basic-Version drin. Bedeutet auch ein EFC-System mit MOSFET, entsprechend problemlos 11,1 Volt LiPos möglich. Müssen wir auch später mal drüber quatschen, denn um das Ding einzustellen und das programmieren zu können, braucht ihr den extra Dongle nochmal dafür und die Basic-Version ist natürlich die günstigste Version von dem Titan, also die abgespeckte Version. Dementsprechend nicht ganz alle Funktionen, auch die ganze Statistik fehlt leider bei der Basic-Version und wie gesagt, auch der Dongle ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Ihr könnt also mit dem Ding standardmäßig nichts machen. Ihr müsst euch den Dongle kaufen, kostet
30, 35 Euro sind im Dreh. Okay, so, dann fehlt noch die Energie. Die gibt der Christoph oder Norwich auf der Webseite mit 1,5 Joule an. Ich habe sie für euch wieder nachgegrundet, 0,2 und 0,3 Gramm. Gut Leute, Chrono, Schusstest haken wir ab. Schusstest, wir haben hier das Macaroni-Backig drin von Maple Leaf, also das Maple Leaf Macaron mit 60 Shore in Kombination von dem Omega Tension und ist für 0,28, 0,3 gut geeignet. Noch schwerer auf keinen Fall, denn wir sind vom Zylindervolumen standardmäßig ein bisschen limitiert, denn hier haben wir gerade mal ein Verhältnis vom Zylinder zum Laufvolumen von 1,56 zu 1. Das schauen wir uns bei den Internals nochmal an und dementsprechend für schwere BBs vom Volumen her nicht geeignet. Also da würde ich dann einen Zylinder mit mehr Volumen einbauen für schwere BBs und vielleicht sogar auf ein anderes Bucking gehen, denn auch das Macaron hat jetzt nicht die größte Patchfläche. Also wie gesagt, ja, 0,3 geht gerade noch so, mehr auf keinen Fall. So, dann zu den allgemeinen Informationen. Jetzt drehe ich euch das Ganze mal mit Zubehör natürlich, ein kleines bisschen wieder ins Licht rein. Gut, Zubehör reißt natürlich ein bisschen was raus, sieht schon mega sexy aus. Gut, ist ein stinknormales AR-15 Modell. Und da kann man auch direkt gleich bei den allgemeinen Informationen eigentlich anfangen. Mir fehlt bei der SSR-15 vom Christoph so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Also so dieser Punkt, wo man sagt, ja, das macht die Waffe aus oder deswegen, nur wegen dem Teil, kaufe ich mir die Waffe. Es gibt so viele AR-15 Modelle von so vielen Herstellern und da ist eigentlich jetzt die SSR nichts Besonderes. Das ist beim SSG 10 oder beim SSG 96 genau das krasse Gegenteil. Hier gibt es nichts Vergleichbares. Da hat er wirklich einen Punkt vom Markt super getroffen bei den beiden Modellen und hier, ja gut, es ist halt eine VFC AR-15. Also wie gesagt, mir fehlt ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. So, wir haben aber dennoch im Vergleich zu einer stinknormalen VFC ein paar Unterschiede. Zum Beispiel der Schaft hinten ist von PTS. Der ist sehr, sehr gut, sitzt auch hervorragend auf der Tube drauf. Der Griff ist von PTS und wir haben natürlich auch von PTS einmal das EPM-Magazin drin. Das schauen wir uns später noch mal im Detail an, denn das passt nicht sonderlich gut zu dem Receiver. Gut, auch der Vorderschaft ist vom Christoph Design, ist vom Profil selbst, ist ein stinknormaler VFC-Vorderschaft, ist aber halt anders gefräst. Aber wie gesagt, die Konturen oder das Aluminiumprofil an sich ist ein Standard Avalon-Vorderschaft. Der Outer im inneren Bereich, den könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht erkennen, der ist übrigens wieder mit so einem Twisted Fluted Design. Gut, wenn man es braucht. Okay, so, wenn ihr das Ding jetzt einmal auspackt, gut, wer schon mal eine AR-15 ausgepackt hat von VFC, wird sich denken, ja, es ist eine VFC. Wie gesagt, es gibt nichts Besonderes dran. Allerdings im Vergleich jetzt zu vielleicht dem ein oder anderen Airsoft-Modell ist dieses Modell ebenfalls komplett beidseitig nutzbar. Bedeutet, wir haben den Feuerwahlhebel vom Schützen aus rechts wie auch links. Auch hier wieder typisch VFC. Zeige ich euch später noch meine Nahaufnahme, hat hier wieder relativ viel Spiel vom Schützen aus auf der rechten Seite und läuft rechts auch ein kleines bisschen straffer wie vom Schützen aus auf der linken Seite. Dann habt ihr selbstverständlich einmal den Verschlussfang, der ist auch beidseitig zum Hop-Up einstellen, bedeutet, ihr zieht das Ding einfach einmal auf,
Zack, dann könnt ihr das Ganze hier einmal lösen. Das geht aber auf der Seite, also im Schützenhaus rechts, relativ schwer. Also es geht bei anderen Modellen ein bisschen einfacher. Letztendlich braucht man es nur zum Hop-Up einstellen, dementsprechend wurscht. Und auch der Magazinhalter ist ebenfalls für Linkschützen hier unten angebracht. Da ist auch ein bisschen Geschmackssache. Ja, es ist schön, dass er vorhanden ist auf der Seite. Ich bevorzuge aber zum Beispiel Magazinhalter, die quasi den Druckknopf am Hebel selbst dran haben, also hier im hinteren Bereich quasi und nicht hier unten. Ist Geschmackssache, wie gesagt, auf jeden Fall funktioniert er einwandpfiffig. Gut, auch noch Trageriemenaufnahme sind ebenfalls beidseitig vorhanden, bedeutet hier einmal am Vorderschaft, links und rechts, hier hinten direkt aus Stahl im Receiver drin, ebenfalls links und rechts und hinten natürlich im PTF-Schaft ebenfalls nochmal hier mal jeweils so eine QD-Aufnahme. Und hier müsst ihr auch nicht, wie jetzt zum Beispiel bei der MCX war das, dass ihr die speziellen Aufnahmen von VFC braucht, die kurzen, sondern hier könnt ihr stinknormale verwenden, also die langen quasi. Das ist zum Beispiel von E und L eine, passen also einwandfrei einmal an die Aufnahmen hin. Und die passen hier am Receiver, da hinten und da vorne einwandpfiffig und fallen euch nicht raus, sondern halten einwandfrei. So wünscht man sich das. Also auch hier braucht man nichts Spezielles. Man muss aber halt auch wieder, wenn man Trageriemen festmachen möchte und noch nichts zu Hause hat, muss man sich halt extra diese QD-Aufnahmen hier wieder extra dazu kaufen. Hätte man jetzt hier hinten einfach an das Linkplate, wie andere Hersteller auch, einfach eine Aufnahme hingemacht aus Stahl, ja, dann hätte man einfach seinen Trageriemen festmachen können. Hier muss man halt wieder Geld ausgeben, um sich solche Dinger dazu zu kaufen. Bisschen schade. Gut, ansonsten keine Besonderheiten. Wie gesagt, ja, wir haben vorne M-Lock-System. Ihr seht, wir können weitere Rails dran basteln, wir können Dummy-Lights dran passen, ihr könnt unten einen Griff dran machen, ihr könnt Abdeckungen drauf machen, Covers drauf machen, je nachdem, was ihr eben möchtet. Ist letztendlich eine Standard AR15. So, dann lasst uns mal ganz kurz noch drauf eingehen, auf den Schaft. Den PTS-Schaft, wie gesagt, der ist im Lieferumfang oder ist eine kleine Besonderheit, denn der kommt einmal von PTS und passt perfekt auf diese Tube drauf. Bedeutet, er sitzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu straff, dafür aber hat das Ding null Spiel. Also gar nicht, der klappert nicht, der wackelt nicht, der lässt sich null bewegen, läuft aber entsprechend relativ straff auf der Tube. Wenn ihr das Ding aber einmal arretiert, dann sitzt der wirklich hervorragend, wirklich perfekt, kein Spiel, kein Wackeln oder ähnliches, perfekt. Und auch der Griff von PTS finde ich sehr angenehm, ihr habt nicht diesen Standard AR15 Griff mit diesem Bobbel da vorne dran und mit der Wulst da raus. Er lässt sich schön greifen, ist schön texturiert oder strukturiert und fühlt sich einfach gut an. Also hier so zwei kleine Besonderheiten für die SSR oder an der SSR 15. So, einen kleinen Punkt zeige ich euch später nochmal bei der Verarbeitungsqualität. Das bin ich normalerweise von VFC nicht gewohnt, denn wir haben zwischen Upper und das Magazin geht mir so auf den Sack. Das zeige ich euch auch später nochmal, denn das passt auch nicht wirklich gut. Was ich von VFC nicht gewohnt bin, wir haben hier zwischen Upper und Lower ein relativ hohes Spaltmaß. Bedeutet, vielleicht kann man es sogar schon erkennen. Wie gesagt, ich zeige es euch später nochmal in der Nahaufnahme. Da haben wir einen Spalt von circa vielleicht 0,6 oder 0,5 mm drin. Und auch lässt sich der ganze Upper circa Millimeter ein bisschen hin und her wackeln. Es ist nichts Kritisches, das haben andere Modelle, haben das auch, aber ich bin es einfach von VFC normalerweise nicht gewohnt, dass wir hier so viel Luft drin haben oder so viel Toleranz drin haben. Also da hat man schon VFC-Modelle, die waren da ein bisschen passgenauer, muss man sagen. Also lässt auch VFC vielleicht ein kleines bisschen nach. So, jetzt würde ich euch natürlich gerne zeigen, so Leute, es passt auf, so funktioniert das Federschnellwechselsystem. Können aber vergessen, denn wir haben hier, ja, wir können Spring Guide aus der Gearbox rausziehen, aber wir kommen nicht irgendwie über die Tube oder schnell an diesen Spring Guide ran. Bedeutet hier letztendlich kein Federschnellwechselsystem oder kein benutzerfreundliches Federschnellwechselsystem vorhanden. Und ebenfalls, wenn ihr die Gearbox rausziehen wollt, um die Feder zu tauschen, müsst ihr den ganzen Magazinhalter demontieren. Und das ist das alte System. Bedeutet, er ist hier auf der Seite nicht mit einer Schraube fixiert, sondern der ist komplett auf die Stange quasi aufgeschraubt. Bedeutet, um den zerlegen zu können, müsst ihr den mit voller Schmackes reindrücken. Und dann kommt ihr hier seitlich so knapp über diesen Receiver oder über diese Aussparung hier drüber, damit ihr teilweise hier sofort Kratzer und Macken reinmacht. Denn wie gesagt, das ist arschknapp, da habt ihr vielleicht noch 0,2 mm Spiel drin und müsst diesen Halter mit so viel Kraft da reinprügeln, damit ihr überhaupt die Gearbox rausbekommt. Also hier für das Schnellwechselsystem eigentlich nicht wirklich vorhanden. Oder zumindest nicht benutzerfreundlich.
So, bevor wir dann gleich weitermachen, Ansprechverhalten, Klangbild. Ganz kurz, wir haben hier das Titan drin, schauen wir uns auch später nochmal im Detail an, in der Basic-Version. Es ist standardmäßig so eingestellt, dass der Abschlag von der Waffe komplett auf Stufe 1 ist. Bedeutet, sobald ihr den Abzug ein bisschen triggert, vielleicht 2 mm, feuert das Titan umgehend. Der restliche, der hintere Weg vom Abzug ist natürlich komplett sinnfrei. Gut, die meisten werden es kennen vom Titan, ist halt, ihr drückt ins Leere rein. Also ihr bekommt vom Abzug selbst kein Response sozusagen, oder ihr habt eben keine Rückmeldung vom Abzug über so einen kleinen Taster, sondern ihr drückt hier einfach in die Luft rein sozusagen. Die einen mögen es, die anderen mögen eher mechanische Systeme, das ist euch überlassen. Und wie gesagt, standardmäßig ist es so eingestellt, dass der Trigger komplett einmal vorne ist auf Stufe 1. Hättet ihr jetzt den USB-Dongle, den ihr euch wieder separat kaufen müsst, dann könnt ihr eben den Abzugsweg, wo die Waffe feuern soll, einmal in der Software einstellen. Was auch ein bisschen komisch ist, das Ansprechverhalten, seht ihr jetzt dann gleich, ist mit einem großen Akku sehr gut, muss man sagen, kommt aber nicht an eine Supernova ran. Also da ist es ein bisschen langsamer, obwohl ein Titan drin ist und wir gleich einen sehr großen Akku reinhängen. Bedeutet, der Motor ist ein kleines bisschen, ja, vielleicht ein bisschen langsamer wie der Syma High-Torque Motor. Also hier ein kleines bisschen träger. Und auch muss man sagen, dass in der Standardeinstellung in der Software das Precocking auf Medium eingestellt ist. Bedeutet, das Ansprechverhalten ist langsamer, obwohl wir Medium Precocking drauf haben. Bedeutet, der Piston wird standardmäßig ein bisschen vorgespannt. Das hat die Nova nicht und ist dennoch schneller. Also hier der VFC-Motor, ja, er hat Neodym-Magneten, aber er ist trotzdem nicht der schnellste auf dem Markt. Gut, dann können wir gleich weitermachen. Thema Ansprechverhalten und Klangbild. Akku einlegen geht bei dem PTS-Schaft wirklich hervorragend. Da kann man echt gar nicht maulen, ist ein geiler Schaft. Einfach hier hinten einmal zusammendrücken, kräftig. Legen wir mal hin. So, einmal kräftig zusammendrücken, Schaftkappe einmal abnehmen. Die ist übrigens hier außen einmal schön gummiert, das Ganze. Und dann habt ihr hier hinten einmal standardmäßig Platz für den Triple Stick. Bedeutet eine Zelle in die Mitte rein, eine links, eine Zelle rechts rein. Und ihr habt hier ausreichend Platz auch für etwas größere 11,1er. Ich habe jetzt zum Beispiel Chrono- und Schusstest mit dem Turnigy Akku gemacht. Das ist ein 2000 mA, 11,1 Volt mit 25 C im Peak oder Discharge Maximum. Liefert also einiges an Ampere für den Motor. Da werde ich auch bei den Internals nochmal darauf eingehen, wenn man so einen Akku verwendet, ja, es ist geil, wir können lang spielen. Der Motor kann sich aber dementsprechend auch viel Ampere nehmen. Und dementsprechend wird das Ding sehr, sehr schnell sehr heiß. Also wenn ihr da mal 10, 20 Schuss zügig durchbuttert, dann seid ihr irgendwann vielleicht mal bei 40, 45 Grad am Pistolengriff außen. Bedeutet, der Motor hat dann irgendwo vielleicht mal 50, 60 Grad oder sowas. Klar, Aktivbremse ist drin, dementsprechend wird der Motor ein bisschen stärker belastet und gerade mit so fetten Akkus baut er halt sehr stark Temperatur auf. Also da gibt es andere auf dem Markt, ja, die werden auch warm mit einer Aktivbremse, ist gar kein Problem, werden alle Motoren, gerade mit solchen Akkus, aber der VFC-Motor wird schon hart an der Grenze. Und natürlich, je wärmer ein Motor wird, desto weniger Leistung kann er bringen. Also wie gesagt, wird halt relativ heiß das Ding. So, Akku, gut, bekommt er ganz normal da hinten rein, ist kein Problem. Ich stecke ihn jetzt einfach mal fürs Video so an. Der ist auch noch relativ voll, der müsste noch um die 12 Volt oder so haben. So, piep, 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 Titan ist ready. Hier jetzt wieder der eine Punkt, die ersten 3 Schuss braucht das Titan immer, um sich einzupegeln oder um den Zyklus zu lernen sozusagen. Bedeutet, wenn ihr einen Akku ansteckt, ihr wartet bis es piepst und wenn ihr dann bei den ersten 2 Schuss merkt, oh, die Waffe löst nicht aus oder sie läuft nur an und bremst dann wieder. Nicht wundern, es dauert immer 3 Schuss, bis der Zyklus wieder gelernt ist von der Elektronik. So, dann schauen wir uns das Ding mal an. Hier das Ansprechverhalten und das Klangbild, natürlich mit so einem fetten Akku, mit dem Titan drin, ist hervorragend. Warte, ich kann es auch vielleicht noch. So, also hier natürlich, klar, ist ein fetter Akku. Wenn das Ding nicht laufen würde wie Sau, dann wäre ich doch schwer enttäuscht. Aber sie tut, was sie soll. Also hier eigentlich eine sehr gute Kombination, kann man sagen. Klar, wie gesagt, der Motor ist jetzt vielleicht nicht der beste. Also ich finde jetzt der Syma High-Torque in der Nova, der wird erstens mal nicht so warm und der ist vielleicht nochmal ein Tick spritziger, ein Tick. Kann man auch nochmal ansprechen, oder habe ich schon gesagt, hier ist das Precocking auf Medium eingestellt im Titan.
Bei der Nova habt ihr gar kein Precocking drauf. Also da zieht der Motor den Pisten komplett von vorne bis hinten auf und ist dennoch ein kleines bisschen schneller wie jetzt der VFC-Motor. Aber das sind 3, 4 Millisekunden, das macht den Bock nicht mehr fett. Aber out of the box wirklich sehr, sehr gutes und schnelles Ansprechverhalten. Natürlich aufgrund des sehr großen Akkus mit viel Ampere. Motor ist in Ordnung, Neodym-Magneten drin und natürlich ein Gearset mit 16:1. Da muss man auch beachten, jetzt hat das Ding 1,5 Joule und der Motor wird jetzt schon sehr, sehr warm. Wie sich das Ganze da bei 1,8, 1,9 Joule verhält, naja, da würde ich vielleicht den Motor auf Dauer vielleicht nicht mehr drin lassen. Also vielleicht irgendwann mal nach einem Jahr vielleicht mal einen anderen Motor rein oder so. Denn der wird sich mit 2 Joule vermutlich ein kleines bisschen schwer tun, da er einfach jetzt schon brutal heiß wird. Gut, aber Ansprechverhalten ist tipptopp, sie hört sich auch. Boah, da schäme ich mich ein bisschen dafür, aber ich muss heute leider sagen, das Ding hört sich echt gut an vom Klang. Also ich hatte noch nie eine VFC, die sich out of the box so gut angehört hat. Bedeutet, ihr nehmt natürlich, die Gears drehen schnell aufgrund des großen Akkus, aber ihr nehmt von den Gears so gut wie kein Geräusch wahr. Ihr hört eigentlich letztendlich nur den Aufprall einmal vom Pistonhead. Also hier sauber eingestimmt, die Gears ausnahmsweise mal laufruhig von VFC und auch die Einstellung vom Pinion zum Bevel Gear passt heute sogar. Also es geht VFC, es geht. Warum hören sich andere dann so beschissen an von euch? Also hier gutes Klangbild, Ansprechverhalten, tipptopp, kann man gar nicht maulen, klar, muss schnell sein. Da kann man echt nicht schimpfen. Gut Leute, bevor es gleich weitergeht mit dem Thema Magazin, noch eine kleine Ergänzung, die ich leider gerade bei den Aufnahmen vergessen habe. Und zwar, Klangbild, habt ihr gerade gehört, war wirklich hervorragend. Das ist aber nicht unbedingt Standard, denn ja, die Gears und der Motor hören sich standardmäßig wirklich sehr gut an, perfekt eingeschimmt. Allerdings habt ihr 2 Federn drin, die standardmäßig leider nachklingeln. Bedeutet einmal die Feder vom Forward Assist innen drin scheppert ein kleines bisschen und noch schlimmer ist einmal die Feder oben für den Spannhebel zum Hop-Up einstellen. Ihr hört, die klingelt immer noch ein kleines bisschen, ist aber bereits eingefettet. Bedeutet standardmäßig hört sich das Ding oder klingelt sie ein kleines bisschen. Dementsprechend, ich zeige es euch gleich nochmal in der Nahaufnahme, entsprechend die obere Feder vom Spannhebel ein kleines bisschen fetten und eventuell die Feder vom Forward Assist ebenfalls ein kleines bisschen einfetten. Wie gesagt, habe ich gestern Abend schon gemacht, dementsprechend ist dieses Klingeln bei meiner Version aktuell nicht mehr vorhanden. Gut Leute, das zeige ich euch direkt gleich kurz in der Nahaufnahme und zwar 2 Federn. Einmal die lange Feder vom Spannhebel oben drin, die hier hört sich mega kacke an, schwingt, hoppala, habt ihr nicht gesehen, oder? Ja, die hier oben drin auf jeden Fall, wisst ihr Bescheid. Die schwingt ein bisschen nach, hört sich mega dämlich an und ebenfalls hinten vom Forward Assist, die kann auch ein bisschen schwingen oder ein kleines bisschen scheppern. Dementsprechend hier müsst ihr gucken, beim Forward Assist, es ist immer ein bisschen nervig, hier den Pin rauszumachen, denn ja, danach ist meistens das Loch ein kleines bisschen vermackt, sieht ein bisschen dämlich aus. Also wenn euch der Forward Assist stören sollte, die Feder dann eben den Pin rausklopfen, Feder einfetten und unbedingt hier unten ebenfalls ein kleines bisschen Fett oder so ein richtig schönes zähes Fett einmal auf die Feder draufballern, denn die hört sich echt schrecklich an. Versaut eigentlich ein kleines bisschen das schöne Klangbild von der SSR 15. So, jetzt ist das Ganze ein kleines bisschen eingefettet. Wie gesagt, einmal die untere lange Feder und die obere hier innen drin, diese kleine, wo das Blechchen dranhängt, da habe ich auch ein kleines bisschen Fett drauf. Und jetzt klingelt da nichts mehr, jetzt schwingt da nichts mehr. Hört sich einfach deutlich besser an. Dementsprechend, wie gesagt, hier innen drin ein bisschen Fett rein und gut ist. Also Leute, lasst uns über das Thema Magazin und Kompatibilität sprechen. Ich habe es euch beim Lieferumfang gesagt, es ist ein PTS-Magazin, das EPM dabei, 150 Schuss Bitcap und ist an sich immer noch ein hervorragendes Magazin. Jetzt gibt es ja mittlerweile das EPM 1 mit 250 Schuss und Midcap muss auch sehr, sehr gut sein, aber die kosten halt auch immer Schweinegeld. Bedeutet, so EPM-Magazine oder PTS-Magazine ist halt ganz schnell mal 30, 35 Euro für ein Magazin los. Also sehr hochpreisig, muss man sagen. Aber sehr gute Magazine und seltenst Feeding-Probleme mit den Magazinen gehabt, solange das Zeug natürlich einigermaßen passt. So, jetzt habe ich es euch gerade schon gezeigt, das PTS-Magazin, ja, es ist geil, dass eins dabei ist, aber es passt zum Magazinschacht von VFC nicht wirklich gut. Also das hat locker einen Zentimeter Luft einmal drin, kann hier rumschwabbeln, rumklappern. Ich meine, wen es nicht stört, ist in Ordnung. Das haben viele Waffen, bei vielen Waffen klappert das PTS-Magazin ein bisschen. Aber das ist mir persönlich ist es zu viel. Also das nervt einfach, wenn das Magazin so stark
drin rumschwabbelt in der Waffe. Auch hier wieder heute der kleine Tipp, wie zum Beispiel in der SMR. Auch hier war das Problem bei den PTS-Magazinen, dass sie ebenfalls recht stark rumgewackelt haben vorne drin. Da ballert ihr euch einfach in den Magazinschacht links und rechts einen ganz dünnen Streifen Velcro oder so Flausch, selbstklebend. Nicht übertreiben, nicht zu breit, sonst geht die Magazine zu schwer rein. So circa 3-5 mm breit, zieht ihr euch 2 Streifen hoch, klebt den Mist da rein und dann sitzen die Magazine hervorragend drin und lassen sich aber auch problemlos wieder leicht lösen. Auch das, wie gesagt, ein kleiner Tipp, wer einmal dieses Klappern bei der SSR einmal beseitigen möchte, wenn ihr die PTS-Magazine nutzt. So, das Magazin an sich ist aber wirklich hervorragend, ist ein sehr, sehr gutes und auch teures Magazin. So, jetzt da Kompatibilität. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht durcheinander komme. Zunächst mal die Magazine, die sehr gut funktioniert haben in der SSR. Das wäre einmal ein Standard E&L Stahlblechmagazin. Geht hervorragend rein, rastet sauber ein, hat auch minimal ein bisschen Spiel. Also es lässt sich leicht lösen, aber es klappert nicht so stark. Also auch hier keine Feeding-Probleme, passt perfekt. Ebenfalls A und K Magazin, gut, das muss man eigentlich nicht extra zeigen, weil es ist ein fucking High-Cap. Auch das würde hervorragend funktionieren. Dann ganz billige Ares-Magazine funktionieren auch wieder sehr gut. Müsst ihr ein bisschen reinklopfen, aber die sitzen ein bisschen Spiel haben sie, aber auch diese klappern nicht. So, und das letzte Magazin, was wieder sehr gut funktioniert hat, ist ein Lonex Midcap Magazin mit 200 Schuss. Das sitzt sehr gut drin, hat also fast gar kein Spiel, klappert null rum und feedet hervorragend. Nur hier müsst ihr wieder ein bisschen aufpassen. 200 Schuss Lonex Magazin macht die niemals mit 200 Schuss voll. Macht ein Speedloader rein, 100 Schuss oder 120 Schuss und fertig. Wenn ihr die mit 200 Schuss voll knallt, dann kann es häufig passieren, dass die Feder zu wenig Kraft hat, um den Kugelschreiber nach oben zu bewegen. Also Lonex-Magazine vielleicht maximal mit 150 Schuss einmal befüllen. So, was ebenfalls funktioniert, aber ein bisschen klappert oder ein bisschen arg viel Spiel hat, das ist einmal ein Standard Syma Stahlblechmagazin. Das hat ein bisschen Luft, funktioniert zwar, aber klappert auch ein bisschen arg hin und her. Und ebenfalls, das ist ein E&C Magazin, E&C Midcap Magazin. Auch das funktioniert hervorragend, hat aber auch relativ viel Spiel drin. Also auch das kann problemlos einmal ein bisschen hin und her wackeln. So, aber die funktionieren alle tadellos. Und jetzt 3 Magazine, die ich da habe, die ich nicht empfehlen würde. Das ist einmal, das müssten, was ist das für eins? Weiß ich gerade nicht, keine Ahnung. Ach, das müsste ein Arcturus, glaube ich, Arcturus-Magazin sein. Auf jeden Fall hier das Problem, das hat zu viel Spiel. Bedeutet, das fällt wieder raus. Und das ist bei jedem Magazin der Fall. Auch dieses Airsoft Systems, das recht günstige, hat ebenfalls zu viel Spiel, fällt euch ebenfalls wieder raus. Und auch Battle Axe Magazine, ebenfalls zu viel Spiel und fällt euch ebenfalls wieder raus. Also diese 3 Typen würde ich definitiv davon abraten. Ist das ein Arcturus-Magazin? Ich weiß es gerade gar nicht. Was ist das für ein Magazin? Kein blassen Dunst, auf jeden Fall fällt es raus. Wenn ihr irgend so ein Magazin habt, was grau ist unten und oben, fällt raus, funktioniert nicht. Okay Leute, dementsprechend Kompatibilität, ja, auch die ganzen VFC-Magazine passen wahrscheinlich problemlos rein. Natürlich, wenn ihr da schon welche zu Hause habt, ist in Ordnung. Aber wer eine VFC hat, der braucht eigentlich keine zweite. Gut Leute, das soll es gewesen sein, Thema Magazin. Dann schauen wir uns einmal die Verarbeitung und die Passgenauigkeit an. Also Leute, jetzt geht's weiter. Thema Verarbeitungsqualität, Passgenauigkeit und Materialien. Wir fangen mal wieder vorne an der Knifte. Da haben wir zunächst mal den Mündungsfeuerdämpfer. Der ist vom Design her sehr, sehr schön und ist auch komplett einmal aus Stahl gefertigt. Ist im unteren Bereich mit einem kleinen Gewindestift vor Verdrehen gesichert. Bedeutet, ihr habt hier, wie vorhin schon angesprochen, Standard 14 mm Linksgewinde, um Tracer, Schalldämpfer montieren zu können. Müsst aber vorher natürlich diesen kleinen Gewindestift hier unten mit dem 1,5 mm Inbus vorher rausschrauben oder lösen. Also nicht hier mit aller Gewalt einfach versuchen, das Ding abzudrehen. Nein, ihr macht euch das Gewinde kaputt. Also Gewindestift lösen und daran denken, dass es ein Linksgewinde ist. So, dann haben wir im inneren Bereich einmal unseren Outer. Das ist auch in so einem Twisted Design, was der Christoph immer sehr gern verwendet bei seinen Waffen.
Also auch hier so eine, ja, so eine, wie soll ich sagen, so eine Spirale einmal außenrum um den Outer und ist auch sehr schön sichtbar, da der Vorderschaft einfach sehr stark einmal aufgefräst ist. Und was ihr vielleicht so auch sehen könnt im inneren Bereich, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, hier oben ebenfalls so ein bisschen ein Gasrohr mit der Gasabnahme einmal wieder innen drin vorhanden. Und auch hier am Gasrohr oder so kein Klappern, kein Scheppern oder sowas einmal vorhanden. Gut, dann können wir auch gleich in der Aufnahme den Vorderschaft ansprechen. Der ist komplett aus Aluminium CNC gefertigt. Ist vom Design her sehr schön, muss man sagen. Er ist aber vom Profil her ein kleines bisschen breiter, wie zum Beispiel E&L Moore oder sowas. Die sind noch ein bisschen schlanker. Also der baut einfach ein kleines bisschen breiter einmal hier rüberwärts. Wie gesagt, ist es Standard VFC-Profil, Aluminium-Profil und dann eben das Design einmal von Christoph eingefräst. Da hätte man vielleicht sogar hier im 45-Grad-Winkel ebenfalls nochmal M-Lok-Montage oder Aufnahme einfräsen können, damit man gerade diese Dummy-Lights eben auch im 45-Grad-Winkel hätte montieren können. Dementsprechend braucht man halt hier eine besondere Mount entsprechend, wenn man das machen möchte. Ansonsten die Qualität ist hervorragend, wunderbar gefräst das Ganze, natürlich Alu tipptopp und schließt auch sauber und bündig hinten einmal zum Receiver ab. Wird im unteren Bereich über Gewindestifte auf der Barrel Nut fixiert. Hier unten seht ihr das Ganze und sitzt hervorragend. Also hier kein Spiel drin, kein Wackeln oder sowas und wie gesagt wunderbar und bündig. So, wenn man jetzt da mal dagegen klopft, habt ihr auch hier so ein kleines Klingen. Das merkt ihr aber natürlich nicht, da ihr die Waffe hier vorne greift. Und wie gesagt, dieses nicht wundern, da wenn ihr mal dagegen klopft oder so, das klingelt ein kleines bisschen. Da ihr aber die Waffe da vorne greift am Vorderschaft, ja, verschwindet das Klingeln sozusagen. Der Receiver bzw. Gehäuse ist dann wieder Standard Aluminium, Guss das Ganze, CNC nachbearbeitet, einmal oben an der Pick Rail, also gegossen, dann einmal CNC gefräst, hier oben einmal die Rail rein und ist von der Qualität an sich eigentlich in Ordnung, man hat aber von VFC auch schon Besseres gesehen. Bedeutet, wer sich zurückerinnert, VFC baut Externals eigentlich immer wirklich hervorragend. Wenn wir jetzt aber mal die Waffe umdrehen und uns vom Schützen aus auf der linken Seite anschauen, da sieht man vielleicht ein kleines bisschen deutlicher, dass wir hier zwischen Upper und Lower einen deutlichen Spalt einmal drin haben. Bedeutet, je nachdem, wenn man sogar ins Licht dreht, scheint sogar die Gearbox einmal durch. Und jetzt auch, wenn man den Lower mal festhält und den Upper bewegt, dann wackelt das Ganze circa 1 mm, 1,5 mm hier oben drauf rum. Sowas kenne ich normalerweise von ICS mit der Split Gearbox drin, aber nicht von VFC. Also da haben sie teilweise schon bessere Receiver abgelegt. Haben sie schon bessere Receiver einmal gefertigt. Also hier nicht ganz so perfekt wie vielleicht bei anderen M4-Modellen von VFC. Auch ist der Receiver ein relativ altbacken AR-15 Receiver, muss man sagen. Also nicht irgendwie modern wie ein Novesk Receiver oder sowas, kantig, eckig, nein. Das ist eine ganz normale AR-15, aber das Ganze natürlich modifiziert. Einmal für den Magazinauswurf vom Schützen aus auf der linken Seite. Bedeutet, hier seht ihr einmal diese Auflagefläche quasi für den Magazinauswurf. So, jetzt auch noch mal kurz zu den Bedienelementen, komplett beidseitig natürlich vom Schützen aus auf der linken Seite ganz normal einmal euer Feuerwahlhebel, der läuft auch wieder wunderbar, klickt richtig schön, anständig einmal in die einzelnen Positionen rein. Dann natürlich standardmäßig Verschlussfang zum Hop-Up einstellen hier oben und natürlich Magazinauswurf, wie gerade schon gesehen, ebenfalls für Linkschützen vorhanden. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht es da natürlich ähnlich aus, bedeutet auch hier haben wir einmal unseren Feuerwahlhebel für Rechtsschützen, für Linkschützen, der hat aber ein kleines bisschen Spiel wieder. Bedeutet auch der hat ungefähr so 1 mm, 1,5, ein kleines bisschen Luft und läuft auch auf dieser Seite ein bisschen straffer wie auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist bei VFC aber ziemlich normal. Und auch dieses Spiel in diesem Zahnradsystem von dem Feuerwahlhebel ist bei sehr, sehr vielen Herstellern der Fall. Also wie gesagt, das klappert bei sehr vielen Herstellern. Nur glaube ich bei E&L, das ist einer der wenigen Herstellern, wo das wirklich anständig und sauber läuft, der Feuerwahlhebel. Gut, und natürlich hier der Magazinauswurf ebenfalls zum Schützen aus auf der rechten Seite und ebenfalls der Verschlussfang hier oben dran. Wenn ihr jetzt mal die Waffe anschaut, hier wunderschön einmal das Norwich SSR 15. Ich weiß gar nicht, ist es eingeprägt, irgendwie gelasert oder sowas? Ich weiß nicht, wie sowas gefertigt wird. Sieht auf jeden Fall hervorragend aus. Schöner Schriftzug drin.
macht sich wirklich toll, schön reingeprägt, nicht einfach nur aufgelasert. Hätte man aber auf der anderen Seite auch irgendwie SSR 15 noch vielleicht hochkant irgendwie ja, einlasern können und eben das F dann zum Beispiel unten auf dem Abzugsbügel von mir aus drauf. Das ist von TMH hier vielleicht nicht die perfekte Stelle. Aber das ist bei anderen AA15 Modellen auch meistens auf dem Magazinschacht vorzufinden, unser F. So, jetzt dann noch ganz kurz die Aufnahme für den Trageriemen. Das ist erfreulicherweise hier hinten aus Stahl gefertigt, diese QD-Aufnahmen. Das sind 2 Hülsen, einmal links, einmal rechts. Ihr seht aber auch, dass die relativ nah hinten am Endpunkt vom Lower quasi dran sind. Bedeutet, zwischen diesem Gewinde von dieser Hülse und dem restlichen Stück Aluminium ist hier nicht mehr sonderlich viel Material vorhanden. Wer sich zurückerinnert, das hatten andere Hersteller früher auch schon mal gemacht und da sind ganz gern die Receiver hier hinten gebrochen, wenn sie runtergefallen sind, die Waffen. Ob das jetzt hier auch der Fall ist, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich kann es euch, wie gesagt, ich kann euch eben die Info noch mitgeben, dass bei anderen Herstellern hier hinten die Receiver teilweise gebrochen sind, wenn die Waffe hinten auf den Schaft fällt oder runterfällt und aufschlägt. Am besten schmeißt das Ding vielleicht nicht runter. Gut, den Pistolengriff sprechen wir auch noch kurz im Detail durch. Dieser kommt, wie vorhin schon angesprochen, einmal von PTS, also nicht von VFC, ist aus sehr robustem Nylon-Kunststoff gefertigt, von der Passgenauigkeit zum Receiver hervorragend, Haptik hervorragend und greift sich wunderbar. Ist auch im Vergleich zum Beispiel zu einem Moe-Klon ein kleines bisschen schlanker. Also ich finde ihn sehr, sehr angenehm, schön texturiert hier seitig oder strukturiert mit hier so kleine Pünktchen und vorne und hinten einmal aufgeraut. Also greift sich für ein Standard AR15 Modell wirklich hervorragend, da kann man gar nicht maulen. Auch der Winkel ist nicht ganz so steil, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich weiß nicht, ob man das wahrnehmen kann. Also nicht ganz so nach hinten wie jetzt vielleicht bei einem Standardgriff oder sowas. Also vom Winkel ein kleines bisschen gerader, minimalst. Also toller Pistolengriff und passt wie gesagt hervorragend einmal zu dem Receiver. Abzug habt ihr dann so ein Flat-Style aus Aluminium, schauen wir uns auch später nochmal bei den Internals im Detail an. Und durch das Titan, wie vorhin schon gesagt, optische System. Ihr habt keinen Druckpunkt, ihr habt keinen Anschlagpunkt, sondern ihr drückt einfach ins Leere rein. Und auch wie ihr sehen könnt, die Waffe ist jetzt gesichert, dementsprechend habt ihr auch keine mechanische Sicherung, sondern eine optische. Bedeutet auch, wenn die Waffe auf sicher steht, könnt ihr den Abzug dennoch betätigen, aber sie feuert halt entsprechend nicht. Und wie gesagt, auch vom Triggerverhalten her, der Abzug ist aktuell übers Titan, über die Software auf Stufe 1 eingestellt. 5 Stufen stehen euch hier zur Verfügung und ist ganz vorne eingestellt. Bedeutet, ihr drückt den Abzug vielleicht 2 mm und dann feuert die Waffe schon. Müsst euch hier also ein kleines bisschen daran gewöhnen, dass hier quasi euer Schuss sich löst. Der restliche Weg nach hinten, das ist einfach Freiraum, hier passiert nichts mehr. Und ihr müsst den Abzug natürlich immer wieder komplett einmal bis nach vorne kommen lassen. Wie gesagt, die einen bevorzugen lieber mechanische Systeme, dass man einen kleinen Taster wahrnimmt oder so einen kleinen Druckpunkt hat. Andere mögen lieber so optische Systeme. Mir ist es letztendlich wurscht. Gut, dann bleibt uns noch der hintere Teil. Hier, wie vorhin schon mal angesprochen, ja, wir haben hier diese Stahlhülsen drin für den Tragebügel. Entsprechend haben wir leider an der Endplate selbst keine Aufnahmen mehr. Habe ich euch vorhin schon mal angesprochen, dann müsst ihr euch halt einmal diese QD-Aufnahmen hier zusätzlich nochmal kaufen. Hätte man vielleicht auf die auch verzichten können und einfach hinten wie andere Hersteller einfach hier links und rechts einfach so einen Bügel aus Stahl rausziehen. Dann hätte man sich eben diese Dinger hier einmal sparen können. Entsprechend aber auch, ich habe es euch vorhin auch schon mal gezeigt, die sitzen teilweise immer relativ schwabbelig dran und da weiß man auch nie genau oder kann sich nie 100% sicher sein, hält jetzt die Waffe dran. Na, geh ich jetzt rein. Sollte man vielleicht richtig reinklipsen. So, wie gesagt, das sitzt immer relativ wackelig da dran und da ist man sich immer ein kleines bisschen unsicher. Ja, hält es Klump oder hält es nicht? Aber zum größten Teil hält es. Aber wie gesagt, klappert ein bisschen rum. Hätte man jetzt einfach da hinten an der Endplate einfach, wie gesagt, Ösen ran gemacht, wäre es vielleicht ein bisschen sinnvoller gewesen. So, dann abschließend Castle-Nut aus Stahl, die Buffer Tube Standard Aluminium und natürlich, wie vorhin schon angesprochen, kein Federschnellwechselsystem innen drin vorhanden. So, dann kommen wir abschließend zu einem kleinen Highlight meiner Meinung nach. Das ist der PTS-Schaft hier hinten dran, denn der ist wirklich extrem gut, muss man sagen. Das ist der PTS Enhanced Polymer Stock, heißt das Ding, glaube ich. Gibt es auch einzeln zu kaufen, wenn ihr schon eine AR15 habt. Der sitzt zunächst mal auf der VFC Buffer Tube hervorragend drauf. Wie gesagt, hier null Spiel, null Wackeln, nix, kein Verdrehen, gar nichts. Geht entsprechend zum Einstellen ein bisschen straffer.
Aber ist scheißegal, dafür sitzt das Ding einfach nur hervorragend dran. Also auch wenn ihr den relativ weit rauszieht, da habt ihr kein Spiel, kein Wackeln, nix. Das Ding sitzt perfekt einmal auf der Tube drauf. Also hier Passgenauigkeit zur VFC-Tube wirklich perfekt. So, auch von der Qualität her tipptopp, da kann man gar nicht maulen. Gut, wir haben eine kleine Naht hier oben drauf. Könnt ihr vielleicht erkennen, scheiß drauf, haben die meisten Schäfte. Ist auch komplett aus Nylon gefertigt, Qualität hervorragend. Und ich finde ihn auch vom Design her, er baut nicht so, wie soll ich sagen, er ist nicht so fett und wulstig wie der ein oder andere Schaft. Da wenn ihr euch mal den ASG anschaut oder auch die ganz normalen Spec-Ops-Schäfte heißen die, glaube ich, die sind immer relativ breit und wuchtig. Da finde ich, der PTS, der wirkt eher, obwohl er sehr viel Platz innen drin hat für den Akku, wirkt er eher ein kleines bisschen schlanker. Also hier wirklich ein hervorragender und sehr, sehr schöner Schaft, muss man sagen. Auch hier natürlich Aufnahme für einen Trageriemen, links und rechts aus Stahl und hier unten habt ihr ebenfalls nochmal eine Durchführung. Gut, die Schaftkappe hinten habe ich euch vorhin schon kurz bei den Allgemeininformationen gezeigt. Die Schaftkappe an sich ist strukturiert hinten drauf und ist komplett aus Gummi gefertigt und zum Akku einlegen ganz bequem, ohne viel Kraft. Hier unten habt ihr genügend Fläche, zusammendrücken, dann einmal aufmachen, zack, geht ganz, ganz easy. Ihr müsst nichts raushebeln oder sowas, sitzt perfekt drin und ihr habt im inneren Bereich eben entsprechend sehr viel Platz einmal für euren Akku. Es wäre sogar ein 14 Volt möglich, was ich jetzt dem VFC-Motor nicht unbedingt zutrauen würde. Aber ihr könntet bei dem Schaft eben auch nochmal eine kleine Zelle hier hinten hochkant reinstellen. Das ging ja auch noch. Oder wenn ihr irgendwas noch mit reinpacken wollt, scheißegal, ihr habt da hinten auf jeden Fall definitiv sehr viel Platz in diesem Schaft einmal vorhanden. Dann schauen wir uns auch heute natürlich noch ganz kurz an, wie wir dieses Hop-Up einstellen, was drin verbaut ist, und im Detail natürlich später bei den Internals. Gut, Hop-Up einstellen, die meisten wissen es. Einmal Spannhebel zurück, dann habt ihr hier einen funktionstüchtigen Verschlussfang. Bedeutet, das Blech bleibt zum größten Teil einmal sauber hinten stehen. Und ihr seht im inneren Bereich die Standard VFC Hop-Up-Kammer aus Kunststoff im Rotary Design. Das Ganze läuft über so eine Art Rändelung. Bedeutet, wenn ihr das Rädchen mit dem Fingernagel runterdrückt oder bewegt, habt ihr immer so kleine Klicks oder so kleine Einrastpositionen. Also jetzt nicht stufenfrei irgendwie über einen O-Ring laufen wie eine Max oder eine Retro Arms, aber dennoch Rotary Design, verstellt sich nicht unabsichtlich und ist an sich für Out of the Box eine gute Hop-Up-Kammer. Ihr merkt aber jetzt auch keinen Unterschied zwischen der Hop-Up-Kammer oder einer billigen E und C im Rotary Design, das ist wurscht. Auf jeden Fall funktioniert sie sehr gut. Worauf es ankommt, ist Bucking und Tensioner. Hier wie bei den anderen Avalon VFC-Modellen ein Maple-Leaf-System drin. Bedeutet einmal das Macaroni-Bucking 60 Shore in Kombination von dem Omega-Tensioner. Und das ist für eine Waffe out of the box ein gut funktionierendes Hop-Up-System. Ja, natürlich, es gibt immer noch bessere Buckings teilweise für mehr Kugelgewicht und Pipapo. Aber sind wir ehrlich, out of the box rausnehmen, 0,8er 20 rein, maximal vielleicht 0,30er rein und Spaß haben, fertig. Und da funktioniert das Hop-Up-System out of the box schon sehr gut. Gut, wir haben Verschlussblech entweder links oder rechts einmal schließen. Hier muss man vielleicht noch ansprechen, dass es nicht immer zu 100% einmal zufährt. Gut, jetzt hat es funktioniert. Ab und zu bleibt es auch nochmal 1 mm oder 2 mm ein bisschen offen. Dann könnt ihr es mit dem Finger noch ein bisschen vorschieben. Gut, das soll es mit dem Thema Hop-Up gewesen sein. Dann können wir mit den Internals einmal weitermachen. Gut Leute, dann geht es einmal weiter mit den Internals. Die Demontage kann ich mir heute letztendlich sparen, denn gut, eine VFC oder ein M4-Modell sollte mittlerweile jeder zerlegen können. Ansonsten schaut euch einfach irgendein anderes AR-15-Video an. Geht wie bei jeder anderen AR-15 also auch. Einen kleinen Punkt möchte ich dennoch mal ganz kurz ansprechen in Bezug auf die Demontage. Und zwar der Magazinhalter. Dieses Teil hier ist hier bei dem Modell nur, oder was heißt nur, standardmäßig einmal verschraubt auf der Seite. Das kann beim Demontieren extrem nervig sein. Andere Hersteller, die machen hier seitlich einfach eine Schraube drauf. Kann man also einfach abschrauben. Bei VFC ist es immer noch dieses etwas veraltete System, dass der ganze Magazin-Release quasi aufgeschraubt ist. Dementsprechend müsst ihr das Ganze mit viel Kraft einmal reindrücken, dass auf der Seite rauskommt. Und dann das Ding einmal drehen. Das geht so knapp da unten an dem Receiver vorbei. Also wenn ihr da nicht mit aller Gewalt das Ding reindrückt, passiert es ganz schnell, dass ihr hier richtig schön einmal den ganzen Receiver hier unten und auch hier oben einmal vermackt oder verkratzt, so richtig schön im Kreis rum. Denn wie gesagt, hier habt ihr vielleicht noch 0,2 mm Platz, um hier beim Drehen einmal vorbeizukommen. Also da, wenn VFC auf der Seite einfach eine Schraube reingemacht hätte, wie alle anderen Hersteller mittlerweile, wäre es ein bisschen schöner gewesen. Also hier immer noch das etwas
veraltetes System, sage ich mal. Ihr seht es auch von der Umsetzung her, haben wir natürlich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, vom Release selbst, vom Schützen aus auf der linken Seite. Hier letztendlich keinen neuen Mac-Catch oder neuen Magazin-Release konstruiert oder Magazinhalter, sondern einfach nur in den Receiver hier unten so eine Aufnahme oder so einen Hebel eingearbeitet. Bei anderen Herstellern, die überarbeiten den ganzen Magazinhalter und setzen quasi hier hinten einen dicken Hebel drauf. Finde ich ein bisschen schöner vom Druckpunkt her, da ich aber kein Linkschütze bin. Das ist mir relativ wurscht. Sollte nur für eure Information. So, dann wie vorhin auch schon mal kurz angesprochen, hier leider, ja, Feder-Schnellwechselsystem vorhanden, aber letztendlich leider nur in der Shell hinten drin. Also nicht wie bei anderen Herstellern mittlerweile, dass ihr irgendwie die Feder direkt von hinten tauschen könnt über die Buffertube irgendwie oder einfach Buffertube weg und direkt reinkommt quasi an den Spring Guide, ist hier leider nicht der Fall. Bedeutet, ihr seht, der gesamte Receiver ist hinten komplett geschlossen und auch dementsprechend nicht wie bei einer HK416A5, dass ihr irgendwie die Tube wegschrauben könnt oder so. Nein, ihr habt hier eine relativ alte Aufnahme. Das hat letztendlich vom System selbst her hat's einen Vorteil, einen Nachteil. Natürlich Nachteil, Feder wechseln, benutzerunfreundlich muss man sagen, denn man muss die gesamte Shell demontieren, alles rausziehen und gerade mit diesem Magazinhalter, wie gesagt, nicht sonderlich leicht. Oder man vermackt einfach sehr schnell was, nicht so schön gelöst. Und der nächste Punkt ist, was wiederum ein kleiner Vorteil ist, seht ihr dann gleich nochmal bei den Internals, wir haben hier den alten VFC Spring Guide drin. Warum der alte? Ihr seht, hier sind die hinteren Aufnahmen vom Spring Guide, ist zunächst mal aus Zinkguss gefertigt und die sind sehr, sehr dünn. So, das ist jetzt bei dem System nicht ganz so schlimm, denn der Spring Guide wird hier hinten innen drin gegen den Receiver gedrückt. Wenn ihr euch mal eine HK416 zum Beispiel anschaut, da könntet ihr ja die Tube quasi abschrauben, wenn sie nicht verklebt wäre mittlerweile, was ein bisschen scheiße ist. Auf jeden Fall hier kommt einfach ein bisschen weniger Belastung auf diese beiden Flügel links und rechts drauf. Und dementsprechend bei dem System bricht das Ding eben nicht so schnell wie bei anderen Modellen. Man muss aber auch dazu sagen, bei den aktuellen Avalon-Modellen von VFC und auch bei den 416-Modellen A5 von Umarex, welche VFC produziert, ist mittlerweile ein Spring Guide drin verbaut, der ist aus Stahl, nicht mehr aus Zinkguss. Denn hier ist es eben oft vorgekommen, dass diese Flügel einfach einmal abgebrochen sind. Wie gesagt, hier leider noch der alte drin aus Zink und nicht der neue aus Stahl. So, dann können wir gleich weitermachen mit den Internals. Werde ich mich vermutlich sehr oft wiederholen heute, denn wir haben hier letztendlich eine stinknormale Avalon Shell drin. Das Einzige, was sich geändert hat, ist einmal, dass wir Titan drin haben in der Basic-Version. Ansonsten stinknormale VFC Shell ohne irgendwelche Verbesserungen, welche leider vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr ganz Stand der Zeit ist, muss man ganz ehrlich sagen, gerade vom Preis-Leistungs-Verhältnis. So, wir sprechen es zunächst mal durch, klar, stinknormale Avalon Shell V2 von VFC. Bedeutet auch hier wieder der Bolt Catch hier seitlich dran verbaut, mit dem kleinen Schraubensystem im vorderen Bereich leider nicht verstärkt. Bedeutet, wenn ihr das Ganze mal aufmacht, ihr habt hier im inneren Bereich nicht irgendwie Material vorhanden, wie jetzt bei G&G oder wie bei Syma, dass die Shell hier innen drin irgendwie verstärkt ist. Nein, und auch verzichtet VFC komplett einmal auf den Radius. Bedeutet hier vorne, unten am Zylinder, scharfe 90 Grad Kante drin. Hier scharfe Kante drin und dementsprechend kann es bei zu viel Belastung bei einer VFC-Shell einfach vorkommen, dass das Ding irgendwann mal bricht oder reißt. Würde ich auch sagen, ja, so wie sie kommt mit 1,5, ja gut, kann halten, muss aber nicht. Nein, typisches VFC-Spiel halt wieder, es gibt Shells, die halten mit 2 Joule jahrelang, oder was heißt jahrelang, gut, 1 Jahr bis jetzt 1,5 Jahre. Und wir haben schon Shells gehabt, die sind mit einer M100 gerissen. Also, wie gesagt, entweder Materialschwäche oder keine Ahnung. Legt euch mal nicht so fest, dass ihr das Ding großartig tunen könnt. Wie gesagt, spielt sie am besten mit 1,5. Ist auf den meisten Spielfeldern zugelassen und gut ist. Wenn ihr da mehr reinballert, kann es, wie gesagt, es kann technisch einfach passieren, dass das Ding hier oben einfach abreißt. Ich hatte jetzt mittlerweile, glaube ich, 4, 5 Shells schon von VFC da, wo ich eine neue besorgen musste vom Kollegen, dass er einfach hier oben einmal gerissen ist. Und das, wie gesagt, das mit 1,4 Joule, mit 1,6 Joule kann einfach passieren, muss aber nicht. Wie gesagt, es gibt auch Spieler, die haben da eine 2 Joule drin in der Shell und es hält problemlos. Dementsprechend so ein bisschen Glücksspiel, muss man leider sagen, bei VFC. Ansonsten natürlich die Qualität von der Shell ist ansonsten in Ordnung. Hälften schließen richtig schön sauber bündig ab. Habt auch ein bisschen Nut- und Federsystem einmal an jeder einzelnen Schraube. Bedeutet, wenn ihr die Hälften zusammensetzt, da kann nichts rumschwabbeln, nichts rumwackeln, sondern die wird richtig schön sauber einmal gehalten, diese beiden Hälften. Also hier von der Passgenauigkeit ist die Shell eigentlich sehr, sehr gut. So, auch die Lagerung von VFC ist in Ordnung. Wir haben 8 mm Kugellager drin an jedem einzelnen Gear.
Gut, da haben wir jetzt die Selector Blade drauf, ist erwischt. Hier einmal komplett 8 mm Lager drauf und diese auch einigermaßen sauber eingepresst. Also fallen nicht irgendwie raus, wenn ihr jetzt einmal die Shell demontiert. Dementsprechend saubere Pressung bzw. saubere Passung einmal von den 8 mm Lagern vorhanden. Auch hier muss man sagen, 8 mm Lager ist eigentlich Stand der Dinge heutzutage, ist vollkommen in Ordnung. Ja, es gibt schon eine Ausnahme mit 9 mm, aber die meisten 8 mm ist hervorragend. Und auch hier muss man sagen, ja, diese 8 mm Kugellager für 1,5 Joule lasst ihr drin. Ihr braucht da nicht unbedingt Stahlaufbuchsen oder sowas. Natürlich, wenn ein Lager sich frisst, ist immer kacke. Wenn sich eine Stahlaufbuchse mal ein bisschen eiert oder sowas, ist nicht ganz so wild. Aber wie gesagt, hier Kugellager für 1,5 Joule, ja, lasst drin. Auch 1,7 sind auch Kugellager noch in Ordnung. Bei 2 Joule würde ich mir irgendwann überlegen, ob ich vielleicht zumindest am Spurg im unteren Bereich, wo am meisten Belastung draufkommt, eventuell eine Stahlaufbuchse einbaue. Andere gehen dann quasi am Sektor G auch noch auf Stahlaufbuchsen, aber das müsst dann ihr entscheiden. Wie gesagt, für 2 Joule würden Stahlaufbuchsen am Spur unten und zumindest am Sektor einfach ein bisschen länger halten, wie Kugellager. Auch wenn es 8 mm sind und nicht gleich kaputt gehen oder sowas. Das natürlich nicht. Okay, dann, wie gerade schon angesprochen, der Spring Guard hinten leider die alte Version noch aus Zinkguss gefertigt. Bedeutet hier mit diesen dünnen Zinkflügeln links und rechts dran. Hier müsst ihr vielleicht auch ein bisschen aufpassen, wenn ihr hinten den Schaft festzieht oder die Buffertube festzieht. Wo habe ich das Ding? Ich weiß es gerade nicht. Es schaut schon wieder aus wie Sau. Ach, hier, genau. Habt ihr ja hinten quasi in der Buffertube die lange Schraube drin, die die Tube einfach hinten hält. Hier am besten, ja, zieht sie fest, aber übertreibt es nicht. Also nicht mit voller Gewalt da das Ding festknellen. Denn ansonsten, wenn da ein bisschen Toleranz drauf ist und der Spring Guard ein bisschen Spiel nach hinten hat oder ein bisschen Luft, dann kann es eben auch passieren, dass ihr diese Flügel eben abbrecht oder abreißt. Da leider halt nur aus Zink bei dieser Version und nicht wie aus Stahl wie bei den neuen Avalons oder bei der 416 Serie. Dann können wir anschließend direkt gleich mit dem EFCS weitermachen. Hier, wie gut die meisten es wissen, hier natürlich ein Gate Titan direkt gleich Ablieferung drin verbaut, aber leider nur in der Basic-Version. Bedeutet das günstigste Titan, was dafür im Angebot für 70 € bekommt. Letztendlich die abgespeckte Version, aber nur von der Software her. Das ist auch von Gate so Geldmacherei. Bedeutet, ihr bezahlt wenig Geld und habt da letztendlich exakt dasselbe Titan wie bei den großen Versionen auch, habt aber eine beschnittene Software drauf. Das könnt ihr natürlich noch updaten zur größeren Version, dann müsst ihr wieder Geld bezahlen, aber die Elektronik selbst und die Platinen selbst sind bei jeder Version exakt identisch. Hier also von Gate leider ein bisschen so eine Geldmacherei. Warum macht man da nicht eine Version und fertig und gut ist? Also hier die Basic-Version, natürlich dementsprechend ein paar Limitierungen drin im Vergleich zu der Advanced-Version. Ihr habt zum Beispiel nicht die schöne Statistik, was später beim Motor recht interessant noch wird. Ihr könnt nicht sehen, wie viel Ampere zieht das Ding. Ihr habt letztendlich in der Statistik nur euren BB-Counter. Das war's dann. Alles andere ist, wie gesagt, abgeschnitten, abgecuttet. Ihr könnt bei der Basic-Version darauf nicht zurückgreifen. Auch andere Features, die jetzt für Deutschland unrelevant sind, so Burst-Modus, AUG-Modus und Pipapo, Trigger-Stage und sowas, ist alles bei der Basic-Version nicht verfügbar. Leider, muss man sagen. Was auch ein bisschen schade ist bei der Basic-Version, gut, wer jetzt schon einen Titan zu Hause hat in der Advanced-Version, der hat diesen USB-Dongle schon, damit er das Ding irgendwann an ein Tablet oder an ein Smartphone anschließen kann. Wer jetzt sich das Ding einfach neu kauft und noch keine Airsoft besitzt, der kann mit dem Titan an sich schon mal nichts anfangen. Bedeutet auch auf der Webseite, beim Christoph wird auch gesagt, ja, mal Trigger einstellen und pipapo. Ja, schön, es geht, ja, aber man muss sich jedes Mal erstmal den USB-Dongle von Gate kaufen, der mit 35 € mega überteuert ist. Also hier, wie gesagt, Basic-Version, bisschen schade, wer noch kein Titan zu Hause hat. Wer jetzt schon Advanced hat und diesen USB-Dongle hat und das USB-Kabel und so ein Scheißdreck, ja, dann ist es in Ordnung. Da langt auch für den deutschen Markt die Basic-Version erstmal aus. Für Enthusiasten wäre es, wie gesagt, noch schöner gewesen, natürlich die Advanced-Version zu haben, damit man einfach mehr Werte auslesen kann aus diesem System. Gerade, wie gesagt, Motor wird interessant, denn hier haben wir einen High-Torque von VFC drin, Long-Type-Version, Standard-VFC-Version mit Neodym-Magneten. Der ist in Ordnung, der Motor, der wird aber brutal heiß. Und da würde es mich jetzt einfach ein bisschen interessieren, rein von der Technik her, ja, wie viel Ampere geht denn da durch das Ding? Das würde mich mal jucken, denn es gibt Motoren, die ziehen im Peak beim Anlaufen halt 130 Ampere und es gibt Motoren, die ziehen halt nur 60 Ampere. Und dementsprechend, es wäre mal interessant zu wissen, wie viel Ampere der Motor sich gönnt. Denn wie gesagt, der wird brutal heiß, wenn man da mal ein kleines bisschen schneller triggert. Kann man aber leider bei der Basic-Version hier nicht auslesen. Ansonsten natürlich, S-Titan ist gut, ist immer noch eins der besten EFC-Systeme, wenn man optische Systeme möchte.
Schenkt sich aber rein von der Funktion her nichts, ob man da jetzt einen Titan drin hat, einen Perun drin hat, einen Leviathan drin hat. Das ist scheißegal, das Zeug funktioniert eigentlich alles. Der einzige Unterschied ist, bei den optischen Systemen, habe ich euch glaube ich vorhin schon mal angesprochen, ihr drückt mit dem Trigger natürlich ins Leere rein. Bedeutet auch, wenn die Waffe auf Safe steht, also sicher, könnt ihr natürlich den Abzug betätigen, aber die Waffe schießt natürlich nicht. Ihr habt aber jetzt nicht wie bei einem mechanischen System irgendwie so einen kleinen Mikroschalter, wo ihr quasi so eine Art, ja, so ein bisschen so eine Rückmeldung bekommt von dem Abzug. Nein, ihr drückt beim Titan, drückt ihr halt einfach ins Leere rein, bedeutet ihr zieht, ganz vorne ist er aktuell eingestellt, bedeutet ihr feuert ungefähr hier. Ihr könnt aber natürlich den Abzug dennoch komplett ins Leere rein bewegen. Da wäre es vielleicht noch schön, wenn man einfach hier irgendwo so einen kleinen Anschlag einfach drin gehabt hätte. Ist aber hier leider nicht der Fall. Es gibt einen Speed-Trigger zum Beispiel, der lässt sich von vorne der Weg einstellen, damit man einfach den Abzugsweg ein kleines bisschen limitiert. Wie gesagt, was man da jetzt bevorzugt, das ist ganz euch überlassen. Mir ist es relativ wurscht. Ich finde nur mechanische Systeme haben einfach vom Abzug selbst ein bisschen, ja, man bekommt einfach ein kleines bisschen eine schönere Rückmeldung über so einen kleinen Mikroschalter. Aber wer es mit dem Titan spielt, der wird auch schnell zurechtkommen, weil man merkt einfach ungefähr, gut, hier ist er eingestellt, zack, bang, bang, bang und fertig. Der restliche Weg nach hinten, der ist wie gesagt einfach nutzlos meiner Meinung nach. Was ihr jetzt auch sehen könnt, wir haben jetzt hier nicht den speziellen Titan-Trigger drin, oder diesen Gate-Trigger, sondern wir haben hier einen relativ Standard-Trigger, aber im oberen Bereich ist ein kleiner Tensioner aufgeklebt, oder so ein kleiner Nap. Bedeutet hier einfach mit Sekundenkleber oben so ein kleiner Gummi aufgeklebt, damit die Sensoren den Abzug einfach besser erkennen oder besser sehen können. Es sind natürlich optische Sensoren drin, bedeutet, könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Lichtschranke nach oben, wo quasi dann meldet, gut, hier ist der Abzug, ich drehe jetzt oder ich schieße jetzt. Wie gesagt, hier optisches System, bei einem mechanischen System habt ihr einfach so einen kleinen Mikroschalter, wo ihr quasi mit dem Abzug einmal dagegen drückt. So, ob das jetzt auf Dauer hält, da oben dieser Bobbel drauf, gut, er ist geklebt mit Sekundenkleber, sollte in Ordnung sein. Das habe ich euch damals auch bei meinem Aster gesagt von Gate. Das ist ja auch relativ günstiges Aster und wäre auch in Ordnung gewesen da drin. Da musste ich auch im oberen Bereich ebenfalls ein Stück Patch einfach aufkleben, denn auch hier haben die optischen Sensoren den Abzug nicht immer deutlich sehen können und nicht wahrgenommen. Dementsprechend hat hier jetzt oben auch ebenfalls einmal was aufgeklebt und das ist wie gesagt direkt ab Lieferung der Fall. Okay Leute, dann noch ganz kurz für Einsteiger optisches System, was man ein bisschen aufpassen muss. Ihr seht auch hier unten ist auf der Platine, auf dem Bottomboard, so ein kleiner Sensor drauf. Also, ja, wie soll ich sagen, ihr habt hier das Topboard drauf und auch hier habt ihr im hinteren Bereich einfach, wo das Sektorgear läuft, so eine Art Lichtstrahl. Und dadurch wird einmal der Zyklus überwacht. Bedeutet, wenn sich das Sektorgear dann einmal dreht, dann kommt hier so ein Lichtstrahl und der leuchtet hier einmal in diese Zähne rein. So, hier müsst ihr ein kleines bisschen aufpassen bei optischen Systemen, sei es jetzt Titan oder Perun oder so, dass wenn ihr mal nachfettet oder nachschmiert, dass ihr wirklich auf die Gears nur sehr, sehr wenig Fett auftragt. Ansonsten, wenn euch das Fett da innen drin sich von der Oberfläche löst und spritzt euch hier einmal auf den kleinen Sensor drauf, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Dann müsst ihr ganz vorsichtig, am besten mit so einem Wattebäuschen oder halt mit so einem Ohrenputz-Q-Tip-Ding da, einmal den Sensor ganz vorsichtig einmal reinigen und von Fett befreien. Da haben mechanische Systeme einen kleinen Vorteil, können aber natürlich ein kleines bisschen eher verschleißen wie ein optisches System. Gut Leute, also ein Titan in der Basic-Version, ja, ist auf jeden Fall gute Elektronik drin, immer noch eines der besten EFC-Systeme auf dem Markt und kann man definitiv nicht kritisieren. Im Gegenteil, wird heute definitiv wahrscheinlich einen Pluspunkt geben. Gut Leute, dann können wir auch gleich weitermachen mit den Gears. Ihr seht, es ist eigentlich gut, ein Standard VFC-Gearset, weiß ich nicht, kann ich euch nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist es ein 16:1er Gearset. Bedeutet kein Standard 18:1, sondern 16:1. Ich habe es vorhin auch mal, ihr seht so kleine Markierungen drauf. Ich habe auch mal die Zähne gezählt und umgerechnet. Wer es genau wissen will, ist ein 16,46:1 von der Untersetzung her. Also ein kleines bisschen schneller untersetzt. Und die Kombination von dem Titan mit einem 11.1er, 16.1er Gearset und der sehr heiß laufende Neodym-Magnetenmotor von VFC ist vom Ansprechverhalten schon sehr gut. Sie kommt jetzt nicht an eine Syma Nova ran. Nein, der Syma Motor ist hat noch ein bisschen mehr Dampf. Und auch ist es Syma Gearset, auch 16:1, aber gestroked. Zum Beispiel hier seht ihr, der Sektorgear von VFC ist komplett voll mit 16 Zähne, was jetzt natürlich für die Lauflänge von 380 nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Dadurch aber halt die VFC oder die SSR 15
ein kleines bisschen langsamer wie jetzt Modelle mit einem Shortstroke drin. Wie gesagt, minimalst. Hätten Sie da jetzt ein Gearset oder ein Sektor-Gear rein mit 13 Zähnen, dann wäre es ja vielleicht nochmal ein Tick spritziger gewesen. Aber wie gesagt, das sind dann, wir reden hier von Millisekunden, von daher tipptopp eigentlich. Nur der Motor, wie gesagt, sprechen wir dann gleich nochmal an, der wird extrem warm. So, und was ich, oh Gott, mich graust vor den nächsten Worten, aber das Scheißding ist laufruhig. Nee, also es ist wirklich, es ist die erste VFC-Shell, die ich habe, wo ich wirklich sage, das Ding hört sich out of the box gut an. Ihr habt kein Kreischen drin, ihr habt kein Schreien drin, die Dinger laufen einfach richtig ordentlich. Hatte ich bis jetzt noch nie. Also normalerweise VFC-Gears, wenn ich sie eingebaut habe, die haben immer ein bisschen gekreischt und geschrien. Egal wie wir sie geschimpft haben, war nie wirklich, nie wirklich leise. Und dies laufen wirklich, oder dieses Gearset läuft in Kombination von dem Motor und der Motoreinstellung, Pinion zum Bevel, wirklich sehr gut. Also ausgepackt, Akku dran und wirklich ein bisschen, muss man sagen, ein bisschen überrascht gewesen, dass eine VFC-Shell sich so gut anhören kann. Also hier auch Klangbild oder Lautstärke beim Drehen ist wirklich tipptopp, da kann man nicht mauern. Vom Material her natürlich Stahl, teilweise gesintert, teilweise gefräst die Gears. Laufen butterweich, wie viel sie aushalten, weiß ich nicht. Keine Langzeiterfahrung mit den Gears jetzt. Die alten VFC-Gears konnten mit 2 Joule ab und zu mal brechen. Das sind hier unten am Sektor, am Spur sind Zähne weggebrochen. Ist ab und zu mal passiert bei 2 Joule. Bedeutet auch hier würde ich sagen für 1,5, 1,6, ja, die halten erstmal, sie sind laufruhig, sie laufen wunderbar. Für 2 Joule müsst ihr halt vielleicht irgendwann mal damit rechnen, dass vielleicht mal irgendwo ein Zahn abbricht. Das habt ihr aber letztendlich bei anderen Gears genauso. Also mir sind keine Gears auf dem Markt irgendwie, ja, oder ich kenne keine Gears, die 2 Joule, sag ich mal, 3, 4 Jahre auf Dauer mitmachen. Irgendwann geht halt mal ein Zahn hops, ist einfach leider so. Aber hier, wie gesagt, ein bisschen überrascht gewesen, dass sich die Dinger so gut anhören. Also hier muss man schon sagen, ausnahmsweise mal gut umgesetzt, VFC. Schäm dich, Reaper. Nein, Quatsch. Nee, also wie gesagt, Gears laufen wunderbar. Gut, das war es aber auch schon wieder mit Loben bei VFC. Dann kommen wir eher mal wieder zu einem Punkt, den ich eher kritisch sehe heutzutage. Natürlich gesamtes Zylinder-Set. Bedeutet zunächst mal Zylinder. Klar, es ist ein stinknormaler Aluminiumzylinder, also kein Edelstahlzylinder, stinknormaler Aluzylinder. Das Ganze einmal eluxiert. Innendurchmesser sind hier 23,75 mm. Da müsst ihr auch mal ein bisschen aufpassen. Innendurchmesser weicht je nach Hersteller immer ein kleines bisschen ab. Zum Beispiel FPS-Zylinder sind zum Beispiel sehr gut aus Edelstahl, die haben 23,8 mm. Was ich euch nicht empfehlen würde, sind zum Beispiel Retro-Arms-Zylinder, denn die haben einen Innendurchmesser von 23,9 teilweise. Und die sind ein bisschen größer, dadurch gibt es Probleme bei den meisten Pistonheads. Bedeutet, die O-Ringe oder die X-Ringe dichten einfach nicht mehr sauber ab. Dementsprechend, wenn ihr da irgendwie mal einen Edelstahlzylinder haben wollt oder mehr Volumen reinballern wollt, ein FPS-Zylinder funktioniert vom Innendurchmesser wirklich immer hervorragend. So, Alu, gut, ist in Ordnung. Wie gesagt, meistens ist Messing drin, Edelstahl verbauen die wenigsten, dementsprechend Alu ist okay. Und ihr seht aber hier das Ganze natürlich mit Volumenreduzierung drin. So, das habe ich natürlich auch für euch ausgerechnet. Wir haben hier leider nur ein Verhältnis vom Zylindervolumen zum Laufvolumen von 1,56 zu 1. Bedeutet für schwere BBs nicht ausreichend, da ihr einfach zu wenig Luft im Zylinder drin habt. Ja, ihr könnt nur 25 spielen, vielleicht 0,28 Grad noch so. Wenn ihr aber jetzt das Ding auf Dauer mit 0,3 spielt oder 0,32 oder vielleicht noch mehr, dann müsst ihr definitiv einen anderen Zylinder reinmachen, denn dann langt euch die Luft hier innen drin nicht aus für den 380 mm Innenlauf. Auch wenn er 6,02 mm hat, wie gesagt, ihr könnt es euch selber mal ausrechnen, langt einfach nicht. Also 1,56 zu 1, ein bisschen sehr knapp bemessen von VFC. Bedeutet auch hier, wie gesagt, wenn der 0,3er spielt oder 0,32 oder so, ihr könnt euch von mir aus auch einen komplett geschlossenen Zylinder reinmachen, also ein Type 0. Dann habt ihr natürlich das maximale Volumen drauf. Und dann können natürlich auch die Österreicher oder Schweizer hergehen und können von mir aus mit einem Sektor Gear mit bloß 14 Zähnen arbeiten. Bedeutet die Reduzierung vom Volumen nicht über den Zylinder machen, sondern einmal übers Sektor Gear. Da ballert er euch dann letztendlich nur, natürlich wenn das dürft, also Österreich, Schweiz, ballert er euch nur hier vorne einfach diese 2 Zähne oder 3 Zähne einfach einmal weg. Dann wird das System noch ein bisschen spritziger und ihr habt einfach genügend Volumen auch für schwere BBs drauf. So, dann natürlich auch Zylinderhead. Oh, leider nicht abgedatet, bedeutet Standard Plastik-Zylinderhead von VFC mit leider nur einem O-Ring drin. Ja, er ist in Ordnung, er dichtet sauber ab, aber auch hier muss man
Aber da kann man eigentlich für den Preis ein bisschen mehr erwarten heutzutage. Da, wenn ihr mal die ganzen China-Hersteller anschaut, Syma, E&C, Specna Arms, Pipapo, da habt ihr ein Aluminium-Zylinderhead drin mit 2 O-Ringen, große Aufprallfläche, teilweise noch mit einem Pufferring vorne drin. Also das ist hier 0815 Standard Plastikzylinderhead V2. Also warum man sowas da heutzutage noch einbaut, gut, verstehe ich jetzt nicht ganz. Natürlich muss man aber auch dazu sagen, natürlich auch hier wieder der Punkt Kunststoff belastet die Shell natürlich weniger wie jetzt eine aus Aluminium. Bedeutet, wenn ihr hier einen aus Alu reinmacht bei der VFC Shell, da wir hier eh keine sonderliche Verstärkung vorne drin haben, dann schaut unbedingt, dass ihr einen nehmt, der vorne eben mit einem O-Ring ist, also mit so einer Pufferfläche. Und was ganz wichtig ist, ihr braucht Langlöcher einmal drin. Zum Beispiel den Max Cylinder Head, Finger weg, da reißen euch die Shells, denn der hat auch nur runde Löcher mit einer Pufferfläche vorne und dann kommt die gesamte Belastung vom Pisten hinten, der Schlag, kommt dann hier einmal auf diese Nupsel hier drauf oder auf diese Arretierungspositionen. Da einfach kein Langloch vorhanden. Dementsprechend immer Finger weg von dem Max Cylinder Head. Die sind mega kacke, die Dinger. Also gut, ja, leider Standard für den Preis kann man wie gesagt ein bisschen mehr erwarten heutzutage. Die Nozzle ist wiederum in Ordnung. Es ist eine Standard M4 Nozzle. Länge sind 21,2 mm. Das Ganze aus Kunststoff, aber erfreulicherweise mit O-Ring innen drin. Und wie gerade auch schon gesagt, ja, das Zeug ist aus Plastik. Wir haben nur ein O-Ring am Zylinderhead, aber ihr habt es auch im Chrono gesehen, das Ding ist dennoch von der Energieabgabe konstant. Also man muss jetzt hier nicht sofort anfangen, irgendwas zu tauschen, versteht mich bitte nicht falsch. Sie dichtet gut ab und sie läuft gut. Man kann aber von der Materialgüte oder vom Material selbst her einfach für den Preis vielleicht heutzutage ein bisschen mehr verlangen oder kann ein bisschen mehr erwarten. So, und dann noch ein kleiner Punkt, der mich besonders stört, denn den blicke ich jetzt nicht ganz. Und zwar hier haben wir immer noch den alten VFC-Pisten drin verbaut. Der Pistenhead aus Aluminium, wunderbar ventiliert, das Ganze mit Axiallager. Nein, wartet. Nein, ohne Axiallager. Wartet, ich schaue mal ganz kurz rein, nicht, dass ich Scheiße erzähle. Nein, ohne Lager. Also kein Axiallager, aber so eine, wie soll ich sagen, so eine Fläche innen drin irgendwie. Ja gut, ist ja wurscht. Ihr habt auf jeden Fall hinten am Springguide ein Axiallager, das ist ausreichend und gut ist. So, worauf ich hinaus möchte, das ist immer noch der alte VFC-Pisten. Bedeutet, wir haben hier letztendlich einen Plastikpisten, das ist ein Polycarbonat-Pisten mit 7 Stahlzähnen im vorderen Bereich. Ist natürlich schön, die meiste Belastung kommt hier auf diese Zähne drauf, quasi wenn er einmal aufgespannt wird. Wenn die Feder komprimiert wird, kommt hier die meiste Belastung drauf. Also hier ist Stahl schon mal sehr gut. Da wir aber hier mit einem 11.1er reinfahren, mit einem 11,1 Volt LiPo, mit einem 16:1er Gearset, kommt ebenfalls viel Belastung auf den hinteren Zahn drauf. Bedeutet hier, wo das Sektorgear das erste Mal reingreift. Und wenn hier dieser Zahn aus Kunststoff ist, dann nutzt sich der deutlich schneller ab beim 11.1er Akku, wie jetzt, wenn das Ganze aus Stahl wäre. Auch der AOE ist hier nicht angepasst von VFC, bedeutet, wir greifen vom Winkel hier hinten relativ schlecht rein und dadurch wird es relativ zügig zu einem Verschleiß hier hinten kommen. Bedeutet, wird es euch immer ein kleines bisschen Kunststoff runterschaben, bis das Ding halt irgendwann mal durch ist. Also hier kann man auch mehr erwarten für den Preis. Und auch hier muss man mal gucken, wenn ihr mal bei Bugatti die aktuellen Avalons anschaut, da ist ein Pisten von VFC drin mit kompletten Stahlzähnen. Also ich weiß jetzt nicht, warum VFC jetzt hier mit Kunststoffzähnen reinballert. Keine Ahnung. Also sie haben anscheinend auch einen besseren, denn wie gesagt, diese Avalon-Serie bei Bugatti, habe ich vorhin gesehen, die hat einen Pisten mit Stahlzähnen drin. Also hier keine Ahnung, warum sie immer noch das alte Ding da einbauen. Kapiere ich leider nicht. Auch hier muss man sagen, ja, mit 1,5 Joule spielt. Wenn das Ding im Arsch ist, dann macht ihr euch einen ordentlichen rein und gut ist. Und dann könntet ihr eben auch, wenn ihr eben mal den Pisten irgendwann mal tauscht, dann macht ihr euch einen rein mit 15 oder 14,5 Zähne. Und dann würde ich euch ebenfalls empfehlen, dass ihr vielleicht mit einem Sorbo-Pad im vorderen Bereich den AOE noch ein bisschen justiert. Denn wenn man sich das jetzt mal anschaut, passt der AOE von VFC nicht wirklich. Denn wir greifen hier relativ steil oder stark, oder was heißt steil, relativ steil in den Zahn rein. Bedeutet, wenn ihr hier mal seht, hier kommt einmal schon der Zug drauf, bedeutet, der Pisten wird nicht nur nach hinten bewegt über den Winkel, sondern gleichzeitig nach oben gedrückt. Und das soll er natürlich nicht. Dementsprechend könnt ihr den AOE oder den Pisten locker nochmal um 2 mm nach hinten schimmen. Dann passt es immer noch vom Pisten her, aber das Sektorgear greift euch einfach schöner in den Pisten rein vom Winkel. Dementsprechend wäre es auch hier eben möglich, mit einem Sorbo-Pad den AOE einzustellen. Und natürlich auch, wenn ihr hier vorne ein Sorbo-Pad installiert,
kommt natürlich auch weniger Belastung in die Shell rein. Da wir hier eh keine Verstärkung drin haben, würde das auch die Shell ein kleines bisschen mehr schonen. Hier kann ich euch zum Beispiel empfehlen von Topmax den Zylinderhead aus Aluminium. Der ist hervorragend. Der hat ein fettes Sorbo einmal innen drin. Der passt vorne von den Langlöchern her, hat vorne eine Pufferfläche drin und würde eben den AOE einstellen. Und passend dazu am besten einen Retro-Arms-Pisten verwenden mit Stahlzähnen aus Kohlefasermaterial mit 14,5 Zähnen. Fertig, ist also geile Kombination einfach. Also wie gesagt, wenn mal irgendwas dran sein sollte, müsst ihr halt die Komponenten austauschen. Hier vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, leider nicht so gut. Da bekommt man auch heutzutage von chinesischen Herstellern für weniger Geld bessere Komponenten. So, was ich jetzt gerade noch fast vergessen hätte, was ich euch auch zeigen wollte, die Führungen hinten in der Shell von VFC sind, wie soll ich sagen, sie sind nicht glatt und nicht poliert, sondern sind eher ein bisschen rau. Auch das Fett, was VFC verwendet, ist sehr dickflüssig, also klebt ein kleines bisschen. Und dementsprechend flutscht der Pisten von VFC hier innen drin nicht wirklich. Also wenn man den mal ein bisschen hin und her schiebt, der reibt ein bisschen und hakt ein bisschen oder ja, läuft einfach nicht so schön wie in anderen Systemen. Da, wenn ihr mal ein paar Videos anschaut, zum Beispiel Retro-Arms Pisten mit einer Retro-Arms Gearbox Shell, da könnt ihr die Shell im zusammengebauten Zustand ohne Feder einfach rumdrehen und der Pisten, der fällt einfach blub, blub, blub. Oder ihr könnt die Shell schütteln und der Pisten fluppt innen drin entlang. Das ist hier nicht der Fall, denn wie gesagt, hier klebt der Pisten in den Führungen ein kleines bisschen oder bremst halt ein kleines bisschen. Einen kleinen Punkt kann man vielleicht noch ansprechen. Ihr seht, ich bin gerade eigentlich schon wieder beim Zusammenbauen, aber einen kleinen Punkt möchte ich noch ansprechen, und zwar die Schmierung. Wie vorhin schon angesprochen, beim EFC-System, beim optischen System, ja, die oberen Zähne, hier müsst ihr unbedingt aufpassen, dass ihr hier so gut wie kein Fett drauf bekommt. Ansonsten die restlichen Gears im unteren Bereich waren gut, was heißt geschmiert? Ja, es war Öl drauf. Öl würde ich jetzt nicht unbedingt verwenden, aber ihr seht zum Beispiel, ich habe jetzt hier Sector Gear minimal ein kleines bisschen nachgefettet, quasi ganz eine hauchdünne Schicht einmal Keramikfett aufgebracht. Und ebenfalls, was gar nicht geschmiert war, was komplett trocken war, war der untere Zahnkranz vom Bevel. Bedeutet, wo das Pinion Gear einmal reingreift, dieser untere Zahnkranz. Auch hier habe ich jetzt einfach ein kleines bisschen Fett aufgetragen, damit es hier einfach ein bisschen zu keinem Verschleiß kommt. Bedeutet, das Pinion und das Bevel im unteren Bereich waren komplett trocken. Also hier war weder Fett noch Öl einmal aufgetragen. Bevor wir dann gleich zum Laufen zum Hop-Up-System kommen, lasst uns noch kurz über die Tappet Plate und über den Motor schwätzen. Die Tappet Plate, gut, die meisten Zuschauer natürlich bekannt, Standard VFC Tappet Plate, die ist an sich von der Fertigung in Ordnung, ist aber vom Material teilweise ein bisschen zu weich. Bedeutet, wenn ihr da vorne ein kleines bisschen dagegen drückt, könnt ihr sehen, dass die ganze TP hier vorne ganz easy ein bisschen nachgeben kann, wo die Nozzle drauf hängt. Bedeutet, hier kann es bei VFC leider immer wieder vorkommen, wenn man mal ein anderes Bucking reinmacht oder eine andere Hop-Up-Kammer und die Nozzle tauschen muss, kann es immer wieder vorkommen, dass man eben mit der Nozzle-Länge ein bisschen spielen muss, da es eben Probleme gibt, dass die Tappet Plate zu weich ist. Hier würde ich euch, wenn ihr eine neue braucht, würde ich euch eine von Garde empfehlen. Die passt sehr, sehr gut. Da müsst ihr halt nur hinten dann immer von der Flosse gucken, ob die Tappet Plate sauber zumacht und sauber aufgezogen wird. Teilweise muss man dann hier einen halben Millimeter runterfeiern, damit sie sauber passt. Aber ansonsten ist eine Garde zum Beispiel ein kleines bisschen besser. Dementsprechend, wenn man mal eine VFC ein bisschen eine Hop-Up-Kammer tauscht oder mal ein anderes Bucking reinmacht oder die Nozzle tauscht, immer ein kleines bisschen aufpassen. Also wir hatten schon Toleranzen von der Nozzle-Länge. In der einen, in der 416 hat man 21 mm drin, hat sauber abgedichtet. In der nächsten haben wir dann auf einmal eine 21,5er Nozzle benötigt. Aufgrund der Toleranzen und natürlich auch, weil die TP hier ein kleines bisschen nachgeben kann und auch die Buckings unterschiedliche Lippen hinten von der Länge haben. Also auch hier kann es zu Abweichungen von 0,2 bis 0,3 mm kommen. Dementsprechend, wenn ihr da mal ein bisschen was dran machen wollt, müsst ihr euch ein bisschen auskennen. Also als Einsteiger würde ich euch davon abraten, bei einer VFC große Optimierungen seitens Hop-Up Nozzle vorzunehmen. Denn hier kann es sehr, sehr schnell zu Problemen kommen, wenn man sich nicht auskennt. Oder man muss halt rumexperimentieren. Okay, so abschließend noch der Motor. Wie vorhin schon angesprochen, der Motor an sich ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich meine, ich bin jetzt kein Profi in Bezug auf Elektromotoren. Er hat Neodym-Magneten drin, er hat auch sehr starke Magneten drin. Bedeutet, wenn ihr das Pinion Gear mal dreht, braucht er schon sehr, sehr viel Kraft. Er kommt aber rein vom Gefühl her nicht ganz an den Syma Super High Torque ran. Zum Beispiel in der Nova-Serie, der hat noch ein bisschen mehr Bums drauf.
Gerade wenn man mal vergleicht, jetzt hier in der SSR 1,5 Joule drin und mit einem 16-Zahn-Sektor-Gear. In der Nova habe ich drin Standard-Gearset von Syma 16:1 mit 12 Zähne Stroke, aber mit 1,8 Joule. Bedeutet, da ist eine 140er Feder drin. Der Motor läuft einfach dennoch deutlich spritziger wie jetzt der von VFC. Den Unterschied merkt man gravierend, wenn man einen anderen Akku verwendet. Zum Beispiel, jetzt habe ich euch vorhin bei der Allgemeininformationen, habe ich euch mal einen Test gezeigt mit dem fetten Turnigy 2000 mAh mit 25C. Der bietet natürlich ordentlich Ampere für den Motor. Und das Ganze aber auch nochmal kombiniert mit einem kleineren Lipo mit nur 1400 mAh und 25C. Und hier ist das Ansprechverhalten schon gravierend unterschiedlich. Also auch hier, sobald man einen etwas schwächeren Lipo verwendet mit weniger Milliampere-Stunden oder weniger C-Wert, merkt man einfach, dass das System ein bisschen zum Kreischen anfängt, minimal und auch ein bisschen langsamer wird. Also hier ist die Syma Nova mit dem Super High Torque ist da noch ein bisschen spritziger. Also der Motor, wie gesagt, vom Kraftaufbau her vielleicht kommt er nicht ganz an den Syma ran, finde ich. Ist gut, muss man so hinnehmen. Schlecht ist er nicht. Was ich aber auch schon angesprochen habe, ja, er ist mit dem 2000er, das ganze System ist mit dem 2000 mAh Akku brutal schnell, also richtig zügig, da kann man gar nicht maulen, aber der Motor wird nach 20 Schuss unheimlich warm. Bedeutet, wenn der da mal 10 zügige Schuss abgibt oder vielleicht mal eine halbe Stunde das Ding betreibt, habt ihr ganz schnell mal 40, 50 Grad am Pistolengriff. Hier müsste man dann quasi einen etwas schwächeren Akku nehmen, damit sich der Motor nicht so viel Ampere nehmen kann. Dann wiederum ist aber das System langsamer. Also das ist ein bisschen so, naja, muss man halt mit ein bisschen Temperatur leben. Natürlich muss man auch wieder dazu sagen, ja, wir haben S-Tiden drin, ja, wir arbeiten mit einer Aktivbremse, entsprechend wird der Motor warm. Bedeutet, ihr dürft niemals davon ausgehen, dass wenn ihr jetzt eine SAEG mit einem EFC-System mit einer Aktivbremse habt, dass der Motor kalt bleibt. Der wird immer mindestens, sage ich mal, 35 oder 40 Grad warm. Ihr entwickelt immer Temperatur. Und wenn ihr natürlich da fette Akkus ranballert mit 11,1 Volt und 2000 mAh mit 20, 25C, ja, das Ding wird warm, ist klar. Aber hier einfach im Vergleich zu anderen Motoren wird der VFC doch deutlich wärmer. So, Hopper-System einmal auseinandergekloppt. Schauen wir uns das kurz im Detail an. Auch hier dürft ihr natürlich keine Unterschiede zu anderen VFC-Modellen erwarten. Bedeutet, wir haben die Standard-VFC-Hop-Up-Kammer drin. Auch hier nichts Besonderes. Gut, ist eine moderne Hop-Up-Kammer aus Nylon. Das Ganze im Rotary-Design und läuft über so eine Art Rändelung. Bedeutet, ihr habt hier wie so eine Art kleine Klicks einmal zum Einstellen. Dementsprechend nicht ganz stufenfrei wie jetzt eine Max oder eine Retro Arms, sondern einfach ein kleines bisschen mit Klicks. Die Kammer an sich ist gar nicht so verkehrt, auch der Durchgang oben ist groß genug, auch für etwas längere Tensioner, funktioniert aber natürlich mit dem Standardlauf, der drin ist, nicht. Also ihr könntet zwar vom Durchgang hier oben ein TNT-System oder Airsoft-Philosopher-System verwenden, funktioniert aber im Originallauf nicht wegen dem Lauffenster hinten. Der Lauf ist ein 602er Tuninglauf. Gut, was Tuninglauf? Also ein 602er Lauf aus Messing das Ganze. Das ist der Reinhardt Custom. Mega geil. Hier Reinhardt Custom. Ne, es ist ein guter Messinglauf und ein guter Standardlauf. Und auch wenn ihr hier einen Tuninglauf euch einbaut, der bringt euch auch keine Unterschiede. Dementsprechend lasst den Lauf drin, der ist vollkommen in Ordnung. Messinglauflänge 380 mm, Innendurchmesser 6,02 mm. Hinten, wie gerade schon angesprochen, ein bisschen Lauffenster, gut limitiert, dürfen wir jetzt nicht sagen. Ihr würdet von der Fläche hier 5,2 mm Patches reinbekommen, vom Bucking her. Zum Beispiel Maple Leaf MR, TrueSight, Slong Dual oder weiß der Geier was. Aber natürlich TNT-Systeme oder Systeme mit einer langen Patchfläche bekommt ihr hier nicht rein in diesen Lauf. Muss aber auch nicht unbedingt, denn ihr wollt ja nicht unbedingt vielleicht 0,4 oder 0,45 Gramm spielen in dem Teil. Langt euch vom Volumen eh nicht, dementsprechend zum Beispiel MR oder sowas würde einmal passen von der Fläche. Wie gesagt, Länge 5,2 mm maximal möglich und natürlich Standard AEG das Ganze. So, also da kann man nicht schimpfen und auch beim Hop-Up-System selbst dürfte jetzt, wie soll ich sagen, es ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von der SSR 15, denn wir haben zwar ein Maple Leaf System drin, wir haben das Macaroni Bucking drin, 60 Shore in Kombination von dem Omega Tensioner, aber auch das bekommt man in den normalen Avalons auch schon. Also das ist jetzt nichts, was man nur bei der SSR 15 bekommt, sondern das bekommt bei jeder stinknormalen Avalon, ist das Zeug genauso drin verbaut.
Also hier ein bisschen, gut, es ist kein schlechtes Hop-Up-System, versteht mich nicht falsch. Ich bin zwar kein Fan von dem Macaroni-Bucking, aber es funktioniert mit 0,28 schon mal sehr gut und auch mit 0,3 Gramm funktioniert es auch schon mal sehr anständig. Ja, wir hatten schon bessere Ergebnisse, aber schlecht ist es definitiv nicht. Dementsprechend out of the box ein gutes Hop-Up-System, man kann es definitiv so nutzen. Natürlich würdet ihr mit anderen Systemen, mit dem Flamingo-Bucking oder sowas oder auch mit dem MR, mit ein bisschen mehr Kugelgewicht, würdet ihr vielleicht noch ein paar Meter mehr rausbekommen und auch vielleicht die Streuung gerade mit schweren BBs ein bisschen reduzieren können. Aber wenn man das Ganze mal vergleicht mit anderen Waffen out of the box, die ein stinknormales 0,15 Bucking drin haben, sei es jetzt irgendwie eine Syma oder eine Specna, eine E&C, die ganzen China-Hersteller, ja, die hoppen eben nicht ganz so sauber. Bedeutet, auch hier muss man sagen, ja, out of the box, wer ein gutes System haben möchte, da kann man gar nicht schimpfen, lasst das Zeug drin, spielt wie sie kommt. Wer aber natürlich jetzt hier, sagen wir mal, fähig ist eine Hop-Up-Kammer zu tauschen oder ein Bucking zu tauschen, ja, der fährt mit anderen Modellen dennoch günstiger. Und wie gesagt, ein besseres Bucking rein bei einer Syma und dann schieße ich genauso gut wie mit der VFC. Also es macht wenig Unterschied für ein paar Euro. Aber out of the box, weiß ich noch nicht, vielleicht gibt es einen Pluspunkt dafür. Out of the box Maple Leaf System drin, ja, ich denke mal schon, dass man es positiv erwähnen sollte. Einen kleinen Punkt sollte man aber dennoch erwähnen, denn der Omega Tensioner von Maple Leaf passt eigentlich nicht wirklich gut zu der VFC Hop-Up-Kammer. Denn wenn man sich jetzt mal den Omega da oben reinlegt, dann wird man schnell feststellen, oder das sieht man vielleicht sogar im Video, dass der ein bisschen zu schmal ist für den Durchgang oben. Bedeutet, der Tensioner kann links und rechts ca. 0,3 mm bisschen hin und her schwabbeln. Bedeutet, vielleicht kann man es sogar ein bisschen erkennen, wenn ich Licht reinbekomme. Bedeutet, der hat hier links und rechts ein bisschen Spiel. Kann sich dadurch ein kleines bisschen verdrehen. Also der hätte noch mal ein kleines bisschen breiter sein dürfen für diese VFC Hop-Up-Kammer. Gut Leute, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Wie gesagt, Demontage habe ich mir gespart. Ist ein AR-15-Modell, sollte jeder mittlerweile auseinandergekloppt bekommen. Also machen wir abschließend wieder mein Fazit einmal zu der Norwich SSR 15. Beginnen wir bei den Punkten, was finde ich gut. Da hätten wir zunächst mal auf Nummer 1 die PTS-Teile, die hier dran verbaut sind. Also der Schaft hinten, der Griff und auch das Magazin sind wirklich sehr, sehr gut und haben eine unheimlich geile Qualität. Gerade den Schaft finde ich wirklich perfekt. Er baut jetzt dafür, dass wir große Akkus reinbekommen, problemlos große Triple Six reinbekommen, baut er nicht zu breit. Er ist dennoch relativ schlank, nicht zu bullig, nicht zu wuchtig hinten drauf und er sitzt hervorragend einmal auf der Buffer-Tube drauf. Also absolut null Spiel, kein Klappern, kein Spiel drin, sondern sitzt einfach hervorragend. Also hier PTS-Teile, der Griff hat eine schöne Haptik, schön strukturiert von der Oberfläche her. Motorplatte wird sauber fixiert über die hintere Schraube und über die untere. Dementsprechend PTS-Teile würde ich definitiv mal einen Pluspunkt geben. Mein zweiter Pluspunkt ist dann einmal das Titan, was hier drin ist. Leider nur die Basic-Version. Advanced wäre natürlich vielleicht ein bisschen besser gewesen. Aber hier zumindest ein sehr gutes EFC-System drin. MOSFET mit an Bord, das Ganze mit Akkuüberwachung. Ihr könnt den Trigger über den Dongle einstellen. Leider aber wie gesagt nur die Basic-Version. Die gerade so Motordaten oder sowas, Verbrauch, Ampere, Zyklenzeit, da könnt ihr leider bei der Basic nicht drauf zurückgreifen. Und auch müsst ihr diesen USB-Dongle nochmal extra kaufen. Der ist also nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Aber dennoch würde ich sagen, ein Titan drin in der Basic-Version für Deutschland meistens problemlos ausreichend, würde ich definitiv einen Pluspunkt geben. So, mein nächster Pluspunkt, dieses Modell ist auch komplett beidseitig nutzbar, bedeutet auch für Linkschützen wirklich sehr gut geeignet. Ihr habt den Feuerwahlhebel auf beiden Seiten, auch den Verschlussfang auf beiden Seiten, Magazinauswurf auf beiden Seiten und ihr könnt problemlos euren Trageriemen ebenfalls auf beiden Seiten montieren. Dementsprechend vielleicht auch für Linkschützen sehr interessant dieses Modell. So, der nächste Pluspunkt ist dann das Thema Hop-Up. Gebe ich normalerweise immer nicht extra als Pluspunkt, denn ja, wie gesagt, es spielen so viele Faktoren eine Rolle beim Thema Hop-Up, aber zumindest out of the box schießt das Ding durch das Maple Leaf System schon wirklich sehr gut, muss man sagen. Also gerade 0,28, 0,3 Gramm geht gerade noch so in Ordnung, für mehr habt ihr zu wenig Luft drin. Aber da arbeitet das Hop-Up schon sehr gut. Mir wäre vielleicht eine Kammer zum stufenlosen Einstellen ohne Klicks noch ein bisschen lieber gewesen, aber für eine Kniff, die out of the box wirklich hervorragend. Also da kommt jetzt zum Beispiel irgendeine Syma mit einem stinknormalen 0815 Bucking, kommt hier nicht an das Maple Leaf mit dieser Kugelgrammatur einmal ran. Auch hier muss man sagen, ja, sie schießt wirklich gut mit dem Maple Leaf System, aber es ist auch wieder kein Alleinstellungsmerkmal. Bedeutet auch andere
Avalon-Modelle von VFC haben letztendlich auch ein Maple Leaf-System drin. Und natürlich, wenn ihr mehr Kugelgewicht spielen wollt, auch dann müsst ihr das Bucking tauschen. So, dann kommen wir einmal zu den Neutralpunkten und da habe ich zunächst mal Thema Internals sind erstens mal vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis in Bezug auf China-Waffen leider ein bisschen hinterher. Zunächst mal, klar, wie gerade schon angesprochen, ist Volumen im Zylinder drin für den 380 mm Lauf, ist ein bisschen wenig, 1,56 zu 1 vom Zylindervolumen zum Laufvolumen. Dementsprechend, wie gesagt, 0,28, 0,3. Ansonsten müsst ihr einen Zylinder tauschen, da zu wenig Luft drin. Der Pisten verstehe ich nicht. Kunststoffpisten mit Kunststoffzähnen hinten heutzutage 2021 ist auch nicht mehr wirklich zeitgemäß. Da muss heutzutage ein Pisten rein mit Stahlzähnen. Und da muss man auch dazu sagen, das finde ich ein bisschen komisch, warum sie hier diesen roten Kunststoffpisten reinbauen. Denn wenn man sich mal die Avalons anschaut, die aktuelle Generation, da ist ein Pisten mit Stahlzähnen drin. Und nicht der rote mit Kunststoffzähnen. Also sie haben einen besseren irgendwo rumliegen in der Fabrik. Warum bauen sie hier den mit Plastik rein? Kapiere ich leider nicht ganz. So, und auch der Motor, der hat zwar Power, wird aber unheimlich heiß. Also ja, das Ansprechverhalten ist hervorragend. Wie gesagt, das Ding spricht super an auf den Abzug. Aber wenn der mal 20, 30 Schuss ein bisschen zügiger abgibt, dann habt ihr da so viel Temperatur am Pistolengriff, das ist ein richtig schöner Handwärmer. Also auch hier muss man sagen, dass andere Motoren ein kleines bisschen kühler bleiben mit diesen großen Akkus. Wenn ihr jetzt natürlich kleinere Akkus reinballert mit weniger C-Wert oder weniger Milliampere-Stunden, dann kann sich der Motor nicht so viel Ampere nehmen und der bleibt ein bisschen kühler. Aber letztendlich zum Beispiel im Vergleich mal bei der Syma Nova, ja, dann ballere ich auch einen großen fetten 11.1er rein teilweise. Das Ding ist nochmal ein bisschen spritziger durch den Stroke, der Motor bleibt deutlich kühler. Also hier, ja, guter Motor, aber vielleicht auch nicht der beste auf dem Markt vielleicht. Ja, so kann man es eigentlich sagen. Also Neutralpunkt, Thema Internals. Der nächste Neutralpunkt, das hätte man vielleicht sogar als Kritikpunkt geben können, das ist das Federschnellwechselsystem, da eigentlich nicht vorhanden. Also ihr kommt von hinten nicht irgendwie an die Feder ran, an den Spring Guide ran, könnt ihr vergessen, ihr müsst die gesamte Gearbox rausziehen. So, das haben andere Modelle auch, deswegen gebe ich es als Neutralpunkt, nicht als Kritikpunkt. Es lässt sich aber unheimlich bescheiden demontieren, die Shell, da ihr gerade mit dem Magazinhalter ein paar Probleme haben könnt. Also ihr müsst ihn für die Demontage so stark reinpressen und dann auf der anderen Seite drehen, dass ihr teilweise sehr, sehr schnell am Receiver hängen bleibt und euch so richtig schöne Kratzer einmal rundherum reinzieht in den Receiver. Dementsprechend Federschnellwechselsystem, Neutralpunkt, hätte ich mir heutzutage mehr gewünscht. Da hätten sie genauso den Receiver hinten zum Schrauben machen können, dass die Buffer-Tube hinten einfach reingeschraubt wird, wie bei einer 416A5 auch. Dann aber bitte ohne Schraubensicherung, ohne Kleber, damit man direkt von hinten einmal rankommt an den Spring Guide. Also sie können es, aber nicht umgesetzt. Kleines bisschen schade, Neutralpunkt. So, der nächste Neutralpunkt, das PTS-Magazin, ist wirklich hervorragend. Ein sehr, sehr gutes Magazin, aber das klappert im Magazinschacht wie ein Hund seinen Schwanz. Also es hat einen Zentimeter Luft da unten drin. Dementsprechend am besten ein bisschen Velcro reinkleben, dünne Schicht links und rechts im Magazinschacht, damit die Magazine nicht so rumschwabbeln, rumklappern. Finde ich ein bisschen schade, gebe ich ebenfalls einen Neutralpunkt dafür. So, und mein letzter Neutralpunkt, das habe ich euch ganz am Anfang schon mal gesagt. Bei der SSG 10 wie auch bei der SSG 96 hat der Christoph auf dem Markt zwei sehr gute Modelle gebracht. Geiles Preis-Leistungs-Verhältnis und es gab auch nichts Vergleichbares. Hier fehlt mir bei der SSR 15 ein bisschen so, wie soll ich sagen, das Alleinstellungsmerkmal irgendwo, was ein Christoph seine Produkte normalerweise immer ausmachen. Also er lässt sich schon immer irgendwo Sachen einfallen, die es auf dem Markt noch nicht gibt oder wo man einfach für den Preis nicht bekommt. Und da ist irgendwie die SSR 15 so, naja, ist halt ein AR-15-Modell wie 2000 andere auf gut Deutsch. Und auch muss man sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch nicht ganz so toll wie jetzt die beiden Federdruckmodelle von Christoph. Aber wie gesagt, das Alleinstellungsmerkmal fehlt mir hier leider ein kleines bisschen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, das ist Preis-Leistungs-Verhältnis. Das muss man jetzt auch wieder gucken, wie betrachtet man das Ganze. Zunächst mal für eine VFC, dafür, dass das Ding aus Taiwan kommt, ist sie mit 550 € in Ordnung. Warum in Ordnung? Ja, klar, wir haben die PTS-Teile dran, die kosten Geld. Dafür wurden aber dann die Flip-Ups gespart. S-Basic ist drin, S-Titan, ja, ist auch gut, kostet aber auch bloß im EK, glaube ich, irgendwas mit 40 € oder sowas. Also ist auch relativ geschenkt, sage ich mal. Und wie gesagt, hier, ja, für eine VFC ist es in Ordnung, wenn man mal andere VFC-Modelle anschaut. Die Avalon, die liegen auch aktuell so bei 550 €.
mit einem Core drin, aber mit einem besseren Piston zum Beispiel und mit einem besseren Zylinderhead. Also die schenken sich alle nichts. Also für eine VFC, für eine Waffe aus Taiwan ist es in Ordnung, aber auch nicht günstig. So, und wenn man das Ganze aber jetzt mal vergleichen würde mit anderen Airsoft-Waffen, gerade mit Modellen aus China, habe ich euch auch schon so oft gesagt, da muss man sagen, da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr ganz so toll. Gerade verarbeitungstechnisch bin ich normalerweise von VFC Besseres gewohnt, denn hier das Spaltmaß zwischen Upper und Lower habe ich so eigentlich noch nie gesehen. Hier 0,5, 0,6 mm Luft drin, Upper wackelt relativ stark hin und her. Wie gesagt, das können China-Leute genauso gut und da zahlt man halt für die Waffe keine 550, sondern zahle ich halt für die Waffe vielleicht 350 oder maximal 400 Euro. Und habe aber dann sogar bessere Internals drin und ein Federschnellwechselsystem. Also hier, wie schon so oft gesagt, Taiwan-Waffen sind leider sehr teuer und die müssen sich in den nächsten Jahren wirklich anstrengen, weil sonst sind die Chinesen weiter vorne, das China-Leute. Wie gesagt, im Vergleich zu Taiwan ist das Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung. Auch im Vergleich zu ICS oder sowas, was haben wir noch alles? Crytek, die kosten alle Schweinegeld. Wenn man sich aber jetzt eine Waffe aus China anschaut, bessere Internals drin, geiles Schnellwechselsystem, gute Elektronik und man bezahlt weniger. Also da stinkt VFC mittlerweile und auch andere Taiwanesen ein kleines bisschen ab. Okay, also muss jeder selber entscheiden, wenn er eine VFC haben möchte oder eine Taiwan-Waffe haben möchte und direkt gleich einen Titan drin haben möchte, da ist die SSR definitiv eine sehr gute Wahl. Wie gesagt, da muss man auch nichts mehr dran machen, den Pisten vielleicht irgendwann mal nach einem Jahr oder sowas. Ansonsten auspacken, Spaß haben, ist in Ordnung. Wer jetzt aber, sage ich mal, fähig ist, ein Hopper-Bucking von mir aus mal zu tauschen für 10 Euro, der fährt mit einer China-Waffe aktuell leider günstiger und vielleicht sogar ein bisschen besser. Wie gesagt, ja, hier out of box die perfekte Lösung vielleicht. Bei einer China-Waffe muss man halt mal ein Bucking tauschen für 10 Euro und ist trotzdem günstiger. Also gut, wie gesagt, und ich würde mir hier ganz gern wünschen vom Christoph, jetzt hat er hier mit VFC zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, ob das die beste Wahl war, VFC hier zu nehmen. Jetzt nehmen wir mal an, er würde jetzt nicht unbedingt mit VFC zusammenarbeiten, sondern eher mit einem chinesischen Hersteller. Da könnten wir einfach eine AR-15 anbieten, die vielleicht von den Internals besser wäre und sogar günstiger wäre. Also hier vielleicht nicht der perfekte Ansprechpartner für ein Christoph sein Sortiment. In Bezug auch SSG 10 oder SSG 96. Und wie gesagt, die beiden sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich hervorragend. Gut, also soll es gewesen sein mit dem Video zur SSR 15. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, wenn ihr irgendwas verbessern wollt, ihr wisst Bescheid, jederzeit Kommentarfeld unten nutzen. Wenn euch das Video gefallen hat, lieben gern Like, Abo, Mitgliedschaft dalassen. Wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.